So, hallo und herzlich willkommen. Schon wieder bei Banishers. Ja, wie gesagt, ich habe ja angekündigt, ich werde es jetzt ziemlich viel in sehr kurzer Zeit spielen, denn ja, ich hätte es eigentlich gerne heute oder spätestens morgen dann durch, bevor auch FF7 kommt. Last Epoch will ich eigentlich noch reinschauen und so weiter und so fort. Deswegen würde ich gern ein Häkchen dran machen an das Ganze. Und gucke auch mal. Also mein Plan ist eigentlich jetzt, dass ich die Spukermittlungen alle noch mache. Es kann aber auch sein, dass ich dann mittendrin irgendwann umschwenke und merke, ach komm, nee, reicht jetzt, wir machen jetzt Finale. Und ja, das ist der Plan. Meine Haare sind jetzt weiterhin im 80er Jahre Vokuhila-Modus irgendwie gefangen. Ich habe alles versucht. Sorry, dass ich es so oft so erwähne, aber ich sehe mich in der Cam. Ich habe sie eben gekämmt und jetzt sehen sie so aus. Der letzte Friseurbesuch hat mir alles genommen. Meine Locken, meine kämmbaren Haare, sie sind jetzt einfach eine Ausgeburt der Haarigkeit. So, aber egal. Wenn es um den Tod geht, stehen mir auch öfter mal die Haare zu Berge. Und deswegen machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Mit dem Schissel. So, weiter geht's. Ja, zuletzt haben sich ja Red und Antea so ein bisschen gefetzt. Wir müssen auch Antea erstmal wieder einsammeln. Haben wir ja schon festgestellt. Weil die ist ja abgehauen zur Insel. Muss ich sagen, kam mir auch storytechnisch wieder ein bisschen aus dem Nix. Also ich verstehe, was sie erzählen und dass natürlich bei beiden dieser jetzt bevorstehende Abschied von Antea natürlich die Nerven brach liegen lässt. Völlig klar, völlig fein. Aber es kam, finde ich, wieder ein bisschen aus dem Nix jetzt, dass sie sich jetzt so angekeift haben. Also, ja, weiß ich nicht. Ein bisschen... Die Emotionen schwanken hier manchmal ein bisschen sehr schnell hin und her. Aber wie gesagt, ist natürlich auch eine Ausnahmesituation. Das ist natürlich auch nochmal was anderes. Ready to go? I just got here. Can we talk? Why did you leave me alone? You are not alone. Can we go now? Also eigentlich wollte ich gerne noch die Nebenquests machen. Darf ich? Okay, ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Point of No Return erreicht und das Game sagt, ja, mach die Spukermittlung davor, sonst Pech. Weil ich habe ja jetzt Antea nicht dabei, also okay. Juti, wir leeren wandeln dann mal. Hallo Raihan. Das war ein bisschen meine Befürchtung. Dass jetzt sei, ja, du musst jetzt dann jeden Town. Fertig aus Mickey Maus. How come it's not working? Ja. Let's ask Seeker. Okay, sehr gut. This all has to end, and I'd rather it was sooner than later. Aye. Here's hoping. Also ich glaube, was sie mit ihr gerade versuchen zu erzählen, ist so ein bisschen... Sie geht jetzt auf emotionalen Abstand, weil sie erstens selber hasst, was sie geworden ist, das hat sie auch gesagt, und weil sie es hinter sich haben will, aber auch, weil sie weiß, dass sie... Ich glaube, mit ihrer abweisenden Art, dass sie auch weiß, dass es Red nur umso mehr wehtun wird, je länger es jetzt noch dauert. Und es wirkt jetzt so ein bisschen, wie sie will, das Pflaster jetzt schnell abreißen. Aber es wirkt trotzdem, wie gesagt, ein bisschen sehr aus dem Nichts, wie sie jetzt gerade plötzlich erzählt, die Stimmung zwischen den beiden ist super eisig. Wie geht's dir, Raihan? There's a spectral web here, but it's new. It's stronger, but I think I can do it. Oh, easy there. This'll only take a moment. See? Well, throwing my weapons through your will is a little unsettling.
Hier ist es in der Lage, ihre spektakelhaften Reds Waffen zu kanalisieren, um sie einzusetzen. Ja. Judy. These stains block the way through, like a thick web. Onwards. Seeker! Wir seeken Seeker. Ratschläge für Frauen von Theano von Grauton. Dieses Buch richtet sich an alle Frauen, ob mit oder ohne Erfahrung in der Magie. Es erwartet euch eine Fülle von altem Wissen, das sonst in Vergessenheit geraten, vielleicht sogar verboten wäre. Viele Rituale sind hier niedergeschrieben, einschließlich des großen Rituals des Verbergens für den eigenen Schutz und dem anderer. Manual on how to hide from men. Wish I had one. Besser als tot sein. Also, vermute ich. Wie man es nimmt. Wahrscheinlich, also ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass wenn man tot ist, einfach nichts mehr ist. Von daher, so gesehen, kann es einem dann wahrscheinlich auch egal sein. Oder ist es einem dann egal, aber der Gedanke, einfach weg zu sein, ist natürlich trotzdem kein Didn't she Schlimm. find anything in this mess? Is that really what's important right now? She draws well. Brief von Deborah. Grace, liebes Kind, obwohl ich bete, dass du diesen Brief wohl und gesund empfängst, so gestehe ich, dass ich trotz der Beteuerung daran zweifeln könnte. Ich bin nicht dumm, mein Mädchen. Ich weiß, dass mit dir etwas nicht stimmt und dass sich dein Vater sorgt. Ich will mich ja keinesfalls in deine familiären Beziehungen einmischen, aber eine junge Frau, die ihren Weg in die Welt gehen will, muss auch Unterstützung außerhalb der Familie haben. Diesem Brief sind ein Schlüssel und eine Karte beigefügt. Du wirst den Ort finden, ich habe ihn deutlich markiert. Vergiss nicht, du bist nicht allein. Ich stehe dir zur Seite und du kannst auch auf Catherine Newsmith zählen. Sie ist eine vertrauenswürdige Freundin, die dir auf Bitte bei der Organisation deiner Abreise helfen würde. Im Glauben und im Dienst deiner Lehrerin, Madame Deborah. Why is there a letter from Deborah Comenius here? And who's Grace? Seeker No way is back to Grace. New Eden Town, and no Seeker either. Our only clue points to Kate Newsmith. Maybe she knows this Grace and where to find her. Ja, das wird dann wohl Seeker sein. Ein bisschen nachdenken kann man ja auch mal. Die Herren und Damen. So, und jetzt bin ich gespannt. Right now. Strange how I barely knew Ceridian, yet feel like I've lost someone deeply important. Jetzt bin ich gespannt, weil ich gehe ganz stark, also ich werde jetzt die Spukermittlung machen, wenn ich darf. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass das Spiel es jetzt so behandeln wird, als wäre alles völlig normal und die beiden ihr normales Banter an den Kämpfen haben und so weiter. Was halt aber an sich bei der Stimmung, die sie gerade erzählen, arschunlogisch wäre. So, drücke mit Antea gleichzeitig L1 und R2, um Fusion auszulösen. Okay, probieren wir Shall mal. we dance then? Always. Okay, jetzt haben wir so eine Fusionsleiste, verstehe. Ja, mal, jetzt kommt schon wieder direkt. Ich meine, ja klar, es ist eine Kleinigkeit, klar wäre es extra Aufwand. I'd stay to figure it out, but we need to see Kate. Ne, also, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Es wäre extra Aufwand, aber eigentlich, wenn man das erzählt, was man gerade erzählt, sollte Red jetzt nicht anfangen, hier rumzulachen und Sprüche zu bringen und so weiter. Innerhalb der Main Story. Innerhalb der Kämpfe. Wo soll dieses Netz sein? Ich meine, wenn wir jetzt gerade hier schon sind, kommen wir hier unten durch vielleicht? Ich glaube nicht, ne? Oder? Hier maybe? Ist, wie gesagt, nur eine Kleinigkeit, aber ja.
könnte man darauf achten, wenn man wollte. Runter? Ah. No time to lose. Ja gut, wir müssen ja eh von der Insel runter, von daher können wir das auch eben mitnehmen. Und hoffen mal, dass es nicht zu beschissen wird. Ready to walk through it if you are. Verbannen, okay, na gut. Na gut, na gut. Also Verbannen ist schneller einsetzbar, aber alles andere macht fast keinen Schaden. Juti. Look to me. I have another in sight. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. You're wasting your time on this one. Nein! Oh Gott, damn it! Ja, genau. When of corpse is this art? So, jetzt. Blasted pest! So. Hinein. Almost there. Dodge it if you can. Look to me. So, weggebäscht. Ask for help if you need it. Follow my voice. Eingebäscht. Bitte! Jojo. Hops.
Ja, ist sie schon. Das ist halt wirklich schade, ne? Muss man halt einfach sagen, wie es ist, dass das Spiel jetzt direkt sofort wieder komplett ignoriert, dass die beiden eigentlich gerade die übelste Eiszeitstimmung haben. Headshot. Headshot. Reinbanischen. Rein, ihr Bälle. Your funeral. Ja, ich hab zwar gewollt eigentlich, aber egal. Okay, das muss jetzt voll sein, alles klar. Must I do everything? It's coming for you. So. Zack. 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 So. Toll, toll, toll. Haben wir geschafft. Noch ein Kampf. Liebes Game, man muss nicht über alles Ewigkeiten auswalzen. Das geht tatsächlich. Away with you. Standing by. Okay, also die Fusionsleiste laden wir nur auf, wenn wir hier kämpfen. Das heißt, das werden wir relativ selten einsetzen. Mann, 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 Mann. Also ich muss sagen, seit gestern, also davor hatte ich es nicht ganz so extrem, davor hatte ich auch manchmal so, dass ich dachte, ja, sie walzen es hier gerade ein bisschen sehr weit aus. Jetzt weiß ich nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Bin ich von da gekommen oder von hier? Von da, scheinbar. Ne, von da. Ja, da war es auch manchmal schon ein bisschen gestreckt. Aber seit gestern habe ich wirklich stellenweise so richtig diese Last of Us 2 Vibes.
dieses, ja, teilweise wirklich schon unnötige Strecken und Standing by. Just getting stronger. yay. Also nicht mal von den Stories oder so her, ne, sondern einfach von dem, was man tut. Es ist wirklich, fühlt sich teilweise wirklich unheimlich gestreckt an. Oh nein, nicht jetzt sterben, nicht jetzt sterben, nicht jetzt sterben, nicht jetzt sterben. Das wäre ja mal maximal ungünstig. Au. Oh. Komm, 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 komm. So, danke. There's a tough one. Och, ey, diese Kämpfe sind halt wirklich so ein Rotz. I see no more pillars. Ach, das trifft einer durch. Of course. Of course tut es das. So. Natürlich trifft einen das dadurch. Klar. So. Kernholz. Warte mal, ich antworte mal ganz kurz Steven. Wegen Final Fantasy. So. Ich schlage Steven gerade vor, weil er sagt, Donnerstag kann er nicht, Freitag und Samstag jeweils ab 21:30 Uhr und Sonntag wäre auch noch frei. Habe jetzt vorgeschlagen, dann Freitag und Sonntag nehmen wir noch den Themensalat vorher auf. Ist jetzt mein Vorschlag. Ah, und ich muss noch, verzeiht. So. Warte, 10. Das passiert, wenn man Dinge on the fly beantworten will. Ja, gut. So, verzeiht für die kurze Unterbrechung. So. Kernholz. Ja, gucken mal kurz rein. Aber ich denke nicht. Ja, okay, kann man ganz cool nutzen.
Aber, nö. So, wo sind wir denn eigentlich? Aha. Gut, dann kommen wir jetzt wahrscheinlich eh dahin. Nutzen wir es mal als Orientierung. Hey, guck mal, dann ist doch aber gut, dass ich die Fragezeichen nicht extra mitgenommen habe beim letzten Mal. Wenn wir jetzt offenbar eh dran vorbeikommen. Das ist doch ganz cool. Basta. Nicht gut, Tija. Und rein banishen. Ah, schön. Ich finde es so geil, wie diese Dicken so mit die schwersten Gegner im Spiel, wie die wirklich fast nie dazu kommen, ihre Rage-Phase überhaupt einzusetzen. Weil sie immer einfach vorher schon aus dem Leben gebanisht wurden. Gut, Steven sagt, passt. Also, Freitag nachts geht FF7 Rebirth los, Sonntag geht es dann weiter. Das ist der Plan. Ja, ich meine, hier hinter mir war nur eine Kiste, aber fuck it, wie der Deutsche sagt. Oh, hier war schon eins. Hier war schon eins. Ich war hier schon? Ich war doch nicht 50 Meter von dem Fragezeichen entfernt. Erzählt mir doch nichts. I call Bullshit. Obwohl doch, ach doch, das habe ich gesehen von der Seite. Ich erinnere mich. Doch, ich erinnere mich. Bam! 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 Aber bitte. So. Guten Tag. Spectres have gathered around. Why not force them to appear? Wenn wir hier gerade schon dran vorbeikommen, nehmen wir das noch eben mit. Leichte Angriffe haben erhöhten Schaden. Okay. Kurjit! Jeet! Hat er wieder gesagt. Oh, ich schau dir das mal schon wieder rein. Bam, bam, bam. Bam, sagt ich. Bam, bam. Banish! So. Wir sind Bam, Bam, Banish. Down, boy. Oh nein. Oh Gott, ich habe ihn zum Glück rausgehauen. Er steckt wieder halb in der Erde. Oh, jetzt machen wir mal fest. Dann machen wir einmal Kapauz. Wutz. Und bam, bam, bam. Und Banish. Lassen Sie das. Ich nicht mehr in Antea weiter draufgeschlagen, das war ziemlich dumm. Ja. Oh. Kapauz. Kapauz. Schuft! Reingebanisht. Have to do this myself. Ups. Ah, shut it.
noch einer, dann machen wir nochmal eine Sicherheitsheilung. Nicht zu überstürzen hier. Hammer. Ey, du Sausack! Jetzt geht's ja los. Macht der einfach Moves gegen mich? Glaub's ja wohl. Almost there. So. Alle Attribute um 1 erhöht. Ja, ich habe ja mittlerweile, ich lese mir zu FF7 nicht viel durch. Aber ich habe ja letztens auch die Hoffnung geäußert, wegen der Open World, dass es halt mehr so ist wie hier in etwa, dass es zwar eine zusammenhängende Welt ist, aber schon kleinere, kondensierte Gebiete. Und dass sie da spannende Sachen zu tun finden, man kann festhalten, offenbar nicht. Also, bisher ist alles, was ich lese, so, ja, ist sehr, sehr gut. Ist sehr, sehr gut. Aber für die Open World fällt ihnen nichts ein. Throwing a tantrum, are we? Devil take. Ja, also müssen wir eventuell auch gucken, welche Balance wir dann da finden. Hä? Oh, von da kommt ist es. Okay, nevermind. Da sag ich jetzt mal gepflegt, scheiß aufs Fragezeichen. Ich visiere es ab und gehe meiner Wege. Ja, weil du kannst ja wohl im Gegensatz zum FF7 Remake, kannst du mit Rebirth ja wohl wirklich weit über 100 Stunden verbringen, wenn du das willst. So. Watch out. We made it angry. Ja, ja. Nein, ich hatte das Banisher nicht voll. That corpse is gonna shoot. Egal. Ja. So, dann sind wir doch direkt bei Spukermittlungen angekommen. Sehr schön. Das ist quasi optimal gelaufen mit dem Lebenriss. Und noch einen normalen Auftrag. Da oben? Hier wahrscheinlich, ne? Machen wir erstmal den kleinen Auftrag, würde ich sagen. Dauern ja meistens nicht so Spectral lange. traces. Something's up with Helen. Banishers. Excuse the clatter. I've seen worse. Good day to you, Helen. I did not count on seeing you two again. I take it you've returned for a reason. Running this fort on your own can be no easy task. How are things going? Busy. Vardy Miller has been on my case about opening more trading routes. We're all trying to make do, and he's trying to make work. Mind you, it's not a half bad idea. We need the supplies. I've sent letters to Ja, Harris, Trading Routes but I've klingt in no der Tat nicht reply. eine dumme Idee. I wish I knew why. We had a little disagreement with the governor. You may wait a little longer for your letter.
I see. New Eden is losing its selectmen. A terrible Ja, thing, of course. nun. Still, new broom, sweep cleaner and all that. I've mail for the fort. The messenger didn't make it. But I'm glad to make his delivery for him. Mail? From who? I don't know. Family? Friends? They seem to come from outside New Eden. Ah, from before. They could be good for morale, or they could ruin it. Well, thank you. You're more than welcome, Helen. Braucht das Geld zwar nicht, aber hey. Charge you a fee if I thought you had any money. Things have been feverish round here, to say the least. Are you bearing up? As well as can be expected. How well is that exactly? People are barely scratching by up here in this godforsaken fort, dangling out over the edge of the world. I fight so the stockade stays standing. The ship is wrecking, but I was called to be captain. I hold the wheel. So yes, Banisher, I am bearing up as well as can be expected. A presence yet surrounds you. Could explain why you feel so burdened. I carry my grief with me. I live with a family that is no longer here. You made sure of that? Could his husk still be present? It will be drawn to you. No, it could not. Something is present. Something weighs on you. I'm busy, Banishers. Busy means tired, that's all. We'll look into your spectral stones. If you feel the need, then sure. Suit yourself. Eine kleine hölzerne Kiste, in der sich Knöpfe, ein Rasiermesser und ein zusammengefaltenes Halstuch. Ah, das Halstuch. Das hat er erwähnt. Something's here. Hidden. Helens Tagebuch, 21. Juni. Sebastian ist in den Minen gestorben. Mir ist das bewusst, aber dann kam er zurück. Mein Mann kam zu mir zurück. Ich weiß nicht weshalb. Ich traue mich nicht, nach dem Grund zu fragen. Vielleicht sind er auf Rache. Ich habe ihn allein sterben lassen. Ich war nicht bei ihm. Ich muss irgendwas tun. Ich muss ihm helfen. Aber sollte ich das wirklich? Sebastian's mentioned on every page. Eine Zeichnung von Sebastian Priest. These are really very good. Poor Helen. Liebster Vater, du hast mir immer gesagt, man soll seine Gefühle nie für sich behalten, auch wenn sie negativ sind. Nun, heute ist der Tag gekommen, an dem ich dir etwas sagen muss. Obwohl du nicht mehr unter uns bist, weilst, fühle ich mich dir näher, indem ich dir diesen Brief schreibe, auch wenn ich ihn nie abschicken werde. Aber es ist fast so, als wärst du noch hier. Sebastian ist tot. Er starb vor einigen Tagen als Held und ich bin so stolz auf ihn. Aber wenn du nur wüsstest, wie sehr mein Herz schmerzt, ich spüre eine eiskalte Flamme in meiner Brust aufsteigen, die jeden Tag stärker brennt. Ich habe niemanden, ich bin nichts, ich bin alleine und die Welt fühlt sich kalt und leer an. Ich wünschte, du und Mutter wärt noch hier und könntet mir sagen, was ich tun soll und wie ich mich verhalten soll. Aber das seid ihr nicht. Ich fühle, wie die Dunkelheit mir immer stärker die Kehle zuschnürt und eine unglaubliche Leere mich füllt. Ich fühle mich, als würde sich meine Haut um meine Knochen wickeln. Ich fühle mich, als würde ich keine Luft mehr bekommen. Ich wünschte, es würde einfach aufhören, damit ich das Licht wieder sehen kann. Dasselbe Licht, das dein Lächeln erhellte, wenn du mit mir gesprochen hast. Ich wünschte, du wärst hier. Ich wünschte, ihr wärt alle hier. Ich wünschte, ich könnte dich in den Arm nehmen und dir noch einmal sagen, wie sehr ich dich liebe. I hunger. I fade. What can I do? What do I do for you? Come to me, love. Comfort me. Don't go. All will be well. I promise. All will be well. Helen's desire is so strong, it's constructing a new ghost. The husk sees what she wants and mirrors it.
She feeds him from her own essence. No wonder she's on edge. Das ist echt richtig cool geschrieben. Ich muss generell, das habe ich mir glaube ich noch gar nicht aufgeschrieben. Ich finde es an sich, auch wenn es natürlich, wie gesagt, das Spiel unfassbar lang macht, aber die Storys sind ja nicht das Problem dieses Games. So, das ist ja nicht das Problem. Ich finde es aber auch super geil, dass die immer noch diese Follow-up-Quests machen. Manchmal sind die sowas Unbedeutendes wie, hey, hol mir Eisen, dann kriegst du noch ein Schwert. So, aber manchmal sind es ja auch richtige Follow-up-Missionen noch und das finde ich ziemlich cool. Dass die Spukermittlungen erst dann als abgeschlossen gelten, finde ich wiederum ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Dass sie jetzt sagen, nee, nur wenn du das Follow-up gemacht hast, dann ist die Spukermittlung abgeschlossen. Wo ich sage, ja, nee, also, nee, weil die Ermittlung ist ja durch. Aber gut, so, Helen. Well? I'll not waste your time, nor mine. You lied to us about Sebastian's husk. It's still here. We were clear. That is not Sebastian, and its presence will kill you. I know that in my mind, but in my heart it is him. I can see him, hear him, feel his presence. I know him and he knows me. If he is not real, what is? Und die Story hier ist halt krass irgendwie, die hittet für mich irgendwie, weil ich das halt in meinem Familienkreis selbst erlebt habe, dass es wirklich, wenn ein Ehepartner stirbt, sein kann, dass die verweilende Person da nie wieder von wegkommt und nie drüber hinwegkommt und immer dieser Liebe hinterher trauert, was total nachvollziehbar ist, aber ich glaube halt, dass wahrscheinlich jeder Mensch, der einen anderen Menschen genug liebt, um mit dem die Ehe einzugehen und auch das ganze Leben miteinander zu verbringen und so weiter und so fort, sich wünschen würde, dass die Person ihr Leben weiterleben kann und wieder glücklich werden soll, außer man heißt Erin. Ja, also ich glaube schon, dass sich die Leute eigentlich wünschen würden, meistens, also in dem Fall ist es ja scheinbar nicht so, aber dass sich, glaube ich, die Gestorbenen wünschen würden, dass man sein Leben weiterlebt und nicht das ganze Leben dann nur noch aus Trauer über den Verlust besteht. Auch wenn es natürlich unfassbar hart ist und so leicht mal eben gesagt ist. Ich meine, die meisten Menschen wissen ja auch, wie schwer es allein sein kann, über eine Trennung hinwegzukommen, geschweige dann dessen, dass der Vater verunglückt oder stirbt. Aber ich glaube schon, dass sich da jeder liebende Mensch wünschen würde, dass man irgendwann sein Leben wieder lebt. You feel lost. Of course you do. But there is always another day. You know this to be true. Sebastian is a husk. And without the puppeteer, the husk is paling. It clings to you still because you cling to it. Soon it will pale entirely and become a specter. This puts you and the others at great risk. He poses no danger. He's... Very well. I visit him in the mines. You'll find him there. Take the elevator on the right to the main gallery. There's a tunnel there. You'll need this key. Do what you must, Banishers. And so will I. Ich hoffe, dass sie sich nicht umbringt. Go gentle, Helen. Der Satz klang ein wenig... Go hard. Der Satz klang ein wenig nach... Ich tue auch, was ich tun muss. Nämlich, ich kann ohne ihn nicht weiterleben. Das wäre natürlich sehr, sehr blöd. Ich hoffe nicht.
We banished the puppeteer, yet Sebastian persists. How? Deprived of the puppeteer, does the husk now feed on Helen's grief? We'll have to get rid of it. And Helen will lose her husband all over again. I hope this time she can let him go. Oh there! Sebastian? Und bei euch so? Ich meine, immerhin lassen sie ja nicht die ganzen Minen nochmal ablaufen. Und sagen jetzt nicht, ja, der Fahrstuhl ist leider jetzt kaputt oder so. Aber, Mann. He's distressed. It is distressed. And yet I'm afraid. I don't want to hurt her. Please, tell her. Ah. Tell her I cherished her as I left. Sebastian, are you saying you want us to lie? Hey. Oh. Ich dachte offen gesagt, dass jetzt Dings kommt. Der Ausraster. Not here, not now. Shite toughened up. Not strong enough. Die, you bastard! The husk has Helen's memories no more. They weren't even real memories. Now even his spectre is gone. Da. Let's gucken. Voices from the dead ripple here. You want me to read it to you? Again? As long as I can hear your voice. I'd rather finish your portrait. At least I get to look at you. Very well. I'll strike my best pose once more.
Cozy. She spent a lot of time down here with her beloved husk. What are we gonna tell Helen? That the spectre of Sebastian lost the fight with his own nature and we had to dispatch him. Or that he vanished, cherishing the life he thought they'd shared. She won't enjoy either. Do we have to lie? Some truths are better left unspoken. And the people here need their leader. Aber auch das wieder hier, ne? Dann, anstatt dass sie sagen, ja, Sebastian lungert da irgendwo beim Fort rum, lassen sie ihn jetzt halt, keine Ahnung, 2 Minuten nach unten fahren, einen Kampf machen, damit man dann 2 Minuten wieder nach oben fährt. Das ist so. Ja, ich verstehe das Commitment, dass man es natürlich an den Ort packen will, wo es auch passiert ist und so, aber ja. Rein auf spielerischer Ebene fühlt es sich sehr wie Zeitverschwendung an. Ne? Ich hätte auf Klo gehen können in der Zeit, die ich hier gerade hochfahre. Lass mich raus. So. Have you found him? We found him paling in the mines. He was calm, at peace. He told us he'd cherish the life you shared together. My poor love. Why did it have to be so? Things were finally going my way. Bloody hell. He was all I had. My love, my friend, my only friend. It's time to let go. Is he really gone? Aye. Yes. I'll take a moment to myself, Banishers, if you please. Of course. Take care, Helen. Oh, that was dire. I know, Banisher Rule 14, don't get involved emotionally. I hate that rule. A ghost damaged the sign. Must live on. Ingersoll General Stores must live on. Someone's fighting for a cause. Nathaniel Sather didn't seem the type. The store does, though. Shall we? Or must go. Price is down. Oh, my good sir. Welcome. How can I help you? Good day to you. I see you've dropped your prices.
Mr. McCraith, may I help you? What seems to be the trouble? I'm sure this sounds silly, but I am an educated man, sir, and when I say this shop is haunted, I say it in all seriousness. We've had unexplained pilfering, though that has stopped since the widow Ingersoll ran away with the cash box. But I hear noises. I'm alone here now, you see. After the horrors this fort endured, could one of these monstrosities be hiding away in the store? Right. That's a lot. Let me ask a few questions. See if we can sort this out. Of course. Beg pardon. You say the widow took her own cash box and fled. Why would she do that? A moment of madness, sir. Or so I can only surmise. Did you see her go? I did. And not just that, I heard a commotion. As if her quarters were being ransacked. I confronted the thief, but it was she herself. She yelled at me, shoved me aside and fled. I picked myself up and went to follow, but she was gone. I should have a look in her quarters, so. You mentioned a problem with pilfering. What's that about? Bathsheba noticed it first. Cases would go missing. Oil, sugar of all things, spoons. Do you have a suspect? Any idea where the stolen goods might be? Not a one, sir, not a one. And if I'm to be honest, I don't care. If they've stolen it, it's because they need it. Apart from the sugar. And apart from the spoons. No one needs that many spoons. Bathsheba said she'd look into it. And I was happy to let her. Whose ghost haunts you, do you think? Any enemies? Lost loved ones, perhaps? I'm well liked. And I've no enemies here. Not since Bathsheba took the cash box and fled. But I'd hardly call her an enemy. Bathsheba. The eponymous Mrs. Ingersoll, I believe. The widow Ingersoll, up to split her hair. We've had someone thieving our merchandise. The ghost is the final straw. To solve your haunting, I must investigate the store. Bathsheba's lodgings too. I'd like to do so with your permission. May I have it? For the store, of course. For Bathsheba's lodgings. Well, not for me to say. Do what you have to do, and if she finds out, it won't be from me. Did you feel that? It's close. Thelders Brief an Thomas, 3. Mai. Liebster Thomas, die Ingersolls haben mir beigebracht, wie man einen Laden führt, wie man Kunden zu Stammkunden macht und wie man Geld erwirtschaftet. Mr. Ingersoll war ein gütiger Mensch und ich habe schöne Erinnerungen an meinen Mentor. Aber ich bin schon zu lange fort, ich vermisse Boston, ich vermisse dich. Das Leben hier ist hart und kalt und Miss Ingersoll kann mich nicht mehr bezahlen, weshalb ich fürchte, für immer hier festzustecken. Wenn du nur wüsstest, wie sehr du mir fehlst. Ich schreibe dir bald wieder, bitte gib auf dich Acht. Nathaniel. This Thomas must be a good friend indeed. Nathaniel is desperate to see him. Das Versteck ist bei der Gießerei. Ich warte die Bezahlung zum Ende des Monats. Nathaniel. It's signed NS. As in Nathaniel. From whom does he expect a payment and why? Okay, irgendwas übersehe ich hier noch. Ah, okay. Ah, jetzt auch runter. What a mess. Bathsheba left in a hurry. Anyone home? I'm Red McCraith, the Banisher.
Show yourself. I think we're alone. Who does Duchess Muck think she is? Taking my wares, taking my business, taking my dignity. To hell with her. To hell with Helen Priest. I'll leg it to Boston before I let her take what's mine. Wenn's für Ingersoll, es tut mir leid, euch das antun zu müssen, aber wir leben in besonders harten Zeiten und das Allgemeinwohl steht über dem Wohl des Einzelnen. Beiliegend findet ihr den Konfiszierungsbefehl. When Helen threatened to take her business, the widow ran away. Was will sie einfach nichts machen? It happens. Ah, okay. Perhaps there's a key. Takings are thin indeed. Wouldn't make me want to stay. We found all we could. Might be time to go after our thief. Mrs. Ingersoll took a car. Maybe you could follow her tracks. Not a bad idea, Mr. Sather. Not a bad idea at all. Cart tracks. That way. Huch. Ist eine random Kiste gespawnt, die war garantiert vorher noch nicht hier. Also wenn, zweifle ich wirklich langsam an meinem Verstand. Also ich will ja nichts sagen, aber das ist halt wirklich ein bisschen dämlich. Also, weil diese Blockade ist nicht erst jetzt da. Do you think perhaps the late Mr. Ingersoll may haunt his old store? Back to save his wife, and with it his store. Perhaps. I doubt it. The tracks continue this way. Das hatten wir in der Mine auch schon, wo wirklich so zugeschütteter Eingang war und dahinter war dann Helen. Und wir mussten ihn freisprengen, weil es keinen anderen Weg rein gab. Das ist so... Weil hier kann man sogar, wenn es so ein kleiner Kart ist, noch sagen, durchgeschoben, aber... Or desperation. Dann hätten da auch Fußspuren sein müssen. Aber das in der Mine war ja wirklich absurd, dass da einfach der Weg komplett blockiert war und sie war dahinter. Ach guck mal, kommen wir jetzt gerade... Ach, schau mal, na guck. Wartet. Ich bin gespannt, was das für ein Wagen sein soll. What? Ich hoffe, es gibt eine Storyline-Erklärung, weil das ist ja einfach, das ist ja arschdumm.
What? Ja, ja klar, die hat den Wagen hier hochgezogen. Hm? Ja. Sure. Respekt. The tracks veer to the right. Also Leute. One less to worry about. Look to me. Junge. Don't let that spectre get to the corpse. You're done. Ich habe gerade wieder so meinen Spaß mit Hades. Ich arbeite da auch mal wieder an der Platin weiter. Echt, willst du dir das antun, ja? Du musst ja Heat-Stufe 32, glaube ich, schaffen. Da habe ich wirklich irgendwann bei, keine Ahnung, 16 oder sowas erkannt. Nee, das wird nichts werden. Okay, da oben. Hier. Und sind es nur 2? Ich denke nicht. Warte mal, check. Ah ja, okay, da kann man nicht rauf. The missing cart. Abandoned. Oh. The wheel is stuck. Warte, ich muss den Karten angucken. Wo ist der Missing Card? Bin ich blind? Ach so, hier. Ja, genau. Das Ding hat den kompletten Weg unter Baumstämmen durch, über Baumstämme rüber, Klippen hoch und so weiter gezogen. Sure. Ganz klar. Empty cash box. The way the winger sauce, no doubt. Ganz klar, kein Thema. Nächste Frage, wie ist sie hier durchgekommen? Also, ich meine, klar, man könnte durchkrabbeln, aber... Okay, warte mal. Nee, es sind 3. Wo ist denn der letzte? Och, wie ich dieses Gesuche hasse, ey. Es ist... Es ist wirklich so ein einziges Finden, was sie von einem wollen, ey. Ich glaube mal nicht, dass es so weit bis hier runter geht. Das ist immer so schade. Ich finde halt das Weltdesign, das Leveldesign super gut, aber es gilt nur für unsere Spielcharaktere, für niemanden sonst. Und das ist immer so, wo ich denke, es ist dann immer so dieser kleine Punkt, wo ich sage, ja, muss man halt irgendwie beim Quest-Design und so auch mal ein bisschen drüber nachdenken, dass ja die anderen Charaktere der Welt auch irgendwie
hier durchkommen müssen. Und dann zu sagen, ja, ja, die hat den Kart über Stock und Stein und Felsen hochgezogen und dann sind da diese Wurzeln, die den Weg blockieren. Die gelten aber nur für dich und für niemand sonst. Das ist so... Oh, there, corrupted weeds. Okay, warte mal. Also der hier geht nach da. Das heißt, wir reden hier von dem. Der geht da hoch. Und dann taucht er einfach nicht mehr auf. Ey, jetzt sag nicht, es gibt irgendwie einen Weg durch die Berge. Ach ne, von dahinter kann man darauf. Deswegen. Ach so, warte mal, oder... Ach, ich bin von der falschen Seite hochgelaufen. Das ist es, okay. Okay, also. Mann! Okay, von der anderen Seite, aber dann treffen wir nicht. Red, ein bisschen flotter! No roots. Just how I like it. – 32 von 50. Oh, da muss man. Ich war bei Hades, ich bin bei Hades, glaube ich, relativ kurz vom Schluss mit den Trophäen, aber die letzten paar, die noch da sind, habe ich halt echt. Ich habe bei Hades ...42 von 49. Warum hast du 50? Also gut, bei mir ist Steam, aber... Also ich habe 42. Ich habe sogar ein paar, die haben immer noch hier nur 7,6% der Spieler. Aber ja, also mir würde noch fehlen alle Codex-Einträge. Das ist einfach nur Fleiß. Setze bei einem Göttergericht den größeren Beistand als Olympias gegen ihn ein. Das ist halt so schade, weil das ist halt wirklich... Das ist halt wirklich Pech. Also das ist halt einfach, wenn du den größeren Beistand halt nicht hast, kannst du es nicht einsetzen. Punkt. Alle Waffenvarianten habe ich noch nicht. Ach klar, die selber ist auch eine, stimmt, ja. Hast du recht. Prophezeiung, finstere Reflexion. Ich glaube, das ist das, wo man, glaube ich, 50.000 Finsternis ausgeben muss. Harte Konditionen. Alle von Skellys Preisen und Max-Rang bei jedem Standardandenken. Das sind die, die mir fehlen. Aber wie gesagt, alleine alle von Skellys Preisen war für mich so... Da musste ich irgendwann erkennen, nee, da müsste ich mich jetzt so rein vertiefen. Das wird nichts werden. Aber ja, 42 von 49 ist ja durchaus auch respektabel, würde ich sagen. Das habe ich geschafft. Ja, aber wie gesagt, es ist halt sehr, sehr Glück, ne, im Prinzip. Dass du, erstens musst du es haben, dann musst du es voll haben, den größeren Beistand in dem Moment. Weil ich glaube, du musst ihn ja, ich habe ihn nämlich schon mal eingesetzt, aber er war nicht voll gepowert. Dann musst du es, glaube ich, voll haben, die Leiste, damit du es rauspowern kannst. Und dann muss halt dieser Gott ja am Göttergericht auch noch kommen. Also das ist glaube ich, die einzige Trophäe, wo ich sage, ja, das ist halt ziemlich Glück, ob das geht oder nicht. I once met Nero Fox, the infamous Banisher who solved all his cases from the comfort of his armchair. I should have become his apprentice. Thing is, his apprentice was the one that went into the field for him. Bei PlayStation muss man den zweiten von Skellys Preis. So, was? Das ist ja Betrug. Einen zweiten habe ich entweder schon geschafft oder würde ich definitiv schaffen. Der dritte, also die Stufe 32 war der, wo ich gesagt habe, ja, nee. Mit ganz viel Übung sicherlich, aber da müsste ich halt zu viel Zeit rein investieren aus meiner Sicht. Blut! A trail of blood.
I don't like that. The tracks continue this way. Hier Bamsels. Ich glaube, hier wird das Feuer sein. Ich höre schon das Klimpern. Das ist ja Betrug, ey. Aber es ist ja wirklich, also ich gönne dir die Platin von Herzen, aber das ist ja wirklich downright unfassbar viel einfacher. Das ist einfach 16 Yeet-Stufen weniger, die man schaffen muss. Eieieiei. Da wird den Consoleros wieder nichts zugetraut. Der Disrespect von Supergiant. Unfassbar. Ich finde irgendwie geil, wie ich einfach nicht mehr raste, außer wenn ich muss. Ist ja for real so. Ich raste quasi nur, wenn das Spiel sagt, raste. Weil ich einfach konstant mit 5 Tränken rumrenne. I think Bathsheba was injured. Looks that way. What with the blood and torn clothing and all. Da war eine ganze Menge Blut verloren. So, das nehmen wir eben mit hier wieder. Und in der PS5-Version heißt es, setze bei einem Göttergericht den größten Beistand eines Olympias gegen ihn ein. Ja, ja, genau. Aber ich habe das halt einmal gemacht. Und der war aber nicht voll aufgeladen. Ich habe einfach nur den Move eingesetzt. Und dann war das auch mal dann nur der Beistand und nicht der größte Beistand. Also ich habe größter Beistand ist wirklich, wenn es voll aufgeladen ist. Wieso ist das Ach, jetzt darf ich es nicht machen, weil ich das Gebiet untersuchen muss. Warum, Game? Okay, dann untersuchen wir erstmal das Gebiet. Achso, warte, wir sollen hier hin. Nee, wir sollen... Och, Kompass! Also doch hier. Da. The tracks lead into this cave. Must have been really desperate. Nee. Nee. Du brauchst nicht irgendeinen. Setze bei einem Göttergericht den größeren Beistand eines Olympias gegen ihn ein. Also wenn du gegen Aphrodite gehst, dann musst du Aphrodites Beistand gegen sie einsetzen. Das ist die Trophäe. So, das ist eine Geißel, ne? Ach Quatsch, ich bin ja gar nicht bei der Geißel. Jetzt habe ich durch den Dings. Ja, Entschuldigung. Antea, spar den Spruch. Still confusing your chance? Sorry. Ja, weil hier eine Geißel direkt daneben ist. I'm sorry. Weil wenn es irgendein Beistand wäre, dann hätte ich das ja in 80 Durchläufen oder so safe irgendwann gehabt. Also ich habe definitiv göttliche Beistände eingesetzt. Also du musst den von dem Olympia, gegen den du gehst, gegen ihn einsetzen. In der maximal aufgepowerten Variante. Oder es war ein Bug bei mir. Ich kämpfe mit. Darf ich nicht, okay. Oh nein, der Wolf hat die Geldbörse geklaut. Also von daher sei froh, dass du es schon hast. Weil ich glaube, das ist halt ziemliches. Die Trophäe ist ein ziemliches Arschloch. We should find it. Doros!
I'm very sorry, but I have to punch you. Headshot! Headshot! Can I join in too? Na gut, Antea, weil du es bist. Einmal reingebimst. I'm right here, you know. Ja, und das finde ich halt wirklich ein bisschen schade, die Trophäe, weil Gefühl ist, alles bei Hades ist so, ja, du kannst es mit Skill oder Ausdauer schaffen. Und das ist die einzige, wo ich sage, ja, da gehört eine Menge Glück dazu, dass das sich fügt. An enraged specter is lurking nearby. Why not summon it? So, jetzt aber die Geißeln. Jetzt aber die Geißel. Hab gerade nachgeschaut, war scheinbar wirklich Lack bei mir. Eine augenfressende Vogelscheuche. Oh. Mehr Schaden erklärt, wenig Geisterpunkte. Okay. Das ist gegen den natürlich sehr, sehr, sehr nervig. There's a tough one. Don't just stand there. Move. You got it. Get out of there. I have another in sight. It's about to strike. Hey! Get back here now! Watch out. Spectre possession. Ask for help if you need it. Yay. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Dann lass ja mein Plan sein, die Platin auch auf der PS4-Version zu holen. Ja. Kann ich nachvollziehen. With a wing or so. Nun. Snap out of it. Have some of that! Here's the belt. The purse is with it. Keys. With the wing or souls, I don't doubt. I've seen this symbol. Warum soll ich denn schon wieder in die Minen? Why would she have keys to the mines? Mines. You want Oh. Boy. Heilige Scheiße. Who's that? Yes. Something's here. Egal.
Meine Fresse, ey. Hey, weißt du noch die Minen? Waren die nicht toll? Ey, warum? Wirklich? Das ist meine Kernfrage gerade. Warum? Ja, vor allem, kann ich jetzt einfach mit dem Fahrstuhl runterfahren oder ist es jetzt, oder lassen sie mich jetzt wirklich... Also sie sagen mir, da soll ich rein, in den normalen Eingang. Also nicht in den hier oben, sondern in den in der Stadt. Boah, ey. Backed by the Banishers, Helen Priest dethroned Captain Pennington. Ist auch geil, dass es immer erst kommt, wenn man die nächste Schnellreise macht. Dark truths were unearthed. Some secrets remain buried. The survivors must now set aside old sins and build themselves lives worth living. But can Helen Priest lead them into the future? Chained as she is to her past. Guck mal, es ist nicht mal mehr aktuell. Ach Gott, ey. Weil es macht mir ein bisschen Hoffnung, dass sie mir den Eingang hier zeigen, als den ich nehmen soll. Nee. Weil ich Helens Aufgabe zu Ende gemacht habe, hat sie die Minen zugemacht. Ey, nee. Das ist nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Ey, es kann doch nicht ihr Ernst sein. Also ja, cooles Story-Element, was nicht mal ausgesprochen wird, aber jetzt nehmen sie einem den Direktweg in die Minen weg. Weil man die Quest zu Ende macht. Boah, alter Schwede, ey. Kann man ihr bitte sagen, mach wieder auf? Banishers? Good day. How are you doing? My days are quiet. At times, I'm still... I wish I could tell you that time heals all, but I'm... One day, it will be... Ey, das ist... Take care. Nee. I will... Ey, ich lauf doch jetzt nicht den ganzen scheiß Weg außenrum. Okay, wir können uns halt reinwarpen, fällt mir gerade ein. Och, Alter, warum denn? Ja, reisen wir mal zum Grund der Minen. Und ich sag noch in der hellen Quest, immerhin lassen sie eigentlich den ganzen Weg nochmal latschen.
Was passiert denn jetzt, wenn ich da von innen ankomme? Ich werde es auf dem Weg hoch auf jeden Fall mal probieren. Ja, vor allem, wir haben hier drin jetzt keine Map. Das heißt, es ist jetzt wirklich einfach random suchen. Geil. Richtig geil. Boah, ey, Ja, was weiß ich, wo es hier hochging. Da nicht, da ging es, glaube ich, zum Ende. Hier müsste es dann sein. Vor allem, es gibt ja nicht mal so richtig Sinn, die Minen zu versiegeln, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil, ja, die Gefahr ist ja gebannt. Und Sebastian ist auch weg. Es kann halt höchstens für sie so ein Abschluss gewesen sein, aber... Macherspiel. Ja. Wir sind jetzt angeblich auf der richtigen Höhe. Das heißt, es könnte auch sein, dass es... Jetzt müssen wir wieder höher. Ich fühle mich gerade gut verkackeiert vom Spiel. Wirklich. Ey, das ist doch nicht euer fucking Ernst. Einen kurzen Test. Nee, also das ist die völlig falsche Richtung. So, maybe doch einfach. Wir müssen ja offenbar nicht sehr weit nach oben. Ja, aber hier sind wir falsch. Boah. Macherspiel, ja. Vor allem, der Pfeil zeigt nach fucking oben. Wir bewegen uns nach unten und er sagt, jetzt seid ihr auf der richtigen Höhe. Ich habe mich for real gerade nach unten bewegt. Wir gucken mal. Kommen wir näher? Ja, wir kommen näher. Und ich befürchte irgendwie, dass nicht das letzte Mal sein wird, dass sie mich hier runterschicken. Join in too? Das zeigt halt immer auf den scheiß Fahrstuhl, ne?
Aber auch, dass man hier drin halt keine Map bekommt, ey. Es ist wirklich so... Das ist jetzt ja gerade wirklich der Inbegriff von ja, such halt. Oh, wisst ihr, was passiert? Ich weiß, was gerade passiert. Das Spiel checkt nicht. Ich weiß, was hier gerade passiert. Das Spiel checkt nicht. Das ist schon wieder so ein Fall wie damals bei dem verbrannten Haus. Das Spiel checkt nicht, dass der Weg da oben zu sein kann und geht fest davon aus, dass man diesen Fahrstuhl benutzt. Und weil ich den Fahrstuhl... Safe. Und weil ich den Fahrstuhl nicht benutzt habe, steht da immer noch hinab in die Minen steigen. Wette ich mit euch. Weil ich gehe ja gerade hoch. Ich gehe ja gerade nicht runter, ich gehe ja gerade hoch. Der zeigt mir gerade den Fahrstuhl oben an. Ja, safe. Der zeigt mir gerade den Fahrstuhl da an. Ey. Das heißt, ich fahre jetzt mit dem Fahrstuhl hoch und fahre mit ihm dann wieder runter, in der Hoffnung, dass er mir dann sagt, wo ich hin muss. Ey, wirklich, das ist der Inbegriff von Spielzeitverschwendung, ey. Es ist ja nicht mal bewusste Spielzeitstreckung, es ist einfach Verschwendung. Warum man die mir nicht einfach aufbricht. Ja, oder warum man diesen Weg zu macht. Also ja, ist ein nettes Story-Element, dass sie jetzt halt quasi, um den Abschluss zu haben, hat sie den Eingang zugemacht. Was ja aber auch irgendwie nicht sinnvoll ist, wenn hier Ressourcen... Das ergibt einfach keinen Sinn. Hier sind ja auch Ressourcen drin. Das wird ja mehrmals betont. Die Gefahr ist gebannt, Sebastian ist weg und wahrscheinlich aus persönlichen Dings sagt sie, ich mache das jetzt zu. Aber, also dann, ganz ehrlich... Dann darf diese Aufgabe erst kommen, wenn man diese Spukermittlung hier gemacht hat. Die können doch nicht sagen, ihr müsst diesen Fahrstuhl nehmen, weil sonst die Quest nicht weiter... Ja, guck mal, safe. Die können doch nicht sagen, ihr müsst diesen Fahrstuhl nehmen, weil ihr sonst in der Quest nicht weiterkommt. Und dann machen sie den Weg zu, mit dem man da hinkommt. Also klar, dass bei so einem Spiel mit so vielen Storylines und so weiter Dinge schief gehen können, okay, aber es ist ja nicht das erste Mal. Das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass ich irgendwie, dass das Spiel simpelste Sachen nicht erkennt. Und wie gesagt, sowas wie, du hast da eine Aufgabe und eine Spukermittlung, die Spieler könnten zuerst die Aufgabe machen, also das muss man einberechnen eigentlich. Das ist halt wirklich, boah. Ja, safe, guck mal. Ich komme gerade immer näher. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt runterfahre, dass das Spiel dann erkennt, dass ich den Weg genommen habe. Das ist jetzt einfach schon eine Viertelstunde, die für nichts drauf geht. Und rein, warum es gerade nicht funktioniert. Wisst ihr, da will man mal kurz eine Spukermittlung machen und dann wird die einfach um eine halbe Stunde verlängert. Durch so ein Bullshit. Wenn sie überhaupt abschließbar ist. Ich kann mir jetzt ruhig vorstellen, dass sie eventuell nicht abschließbar ist. Ach, oder kann man jetzt hier aufmachen? Ah. Okay. Ja, okay.
Aber das ging doch vorher nicht, oder? Bin ich ziemlich sicher. Also es ging vorher safe nicht, weil sonst hätte ja der Eingang hier keinen Sinn gemacht. Also ist jetzt quasi der geheime Pfad wurde zugemacht und ja, okay. Ja, okay. Hätte man finden können, aber dadurch, dass das Spiel halt auch keine Wegfindung oder irgendwas dergleichen hat. Was Silbers Versteck suchen. Ja, okay, dann ist es nicht, das Spiel erkennt nicht, dass man das vorher machen könnte, aber es auf jeden Fall lässt es einen sehr gegen die Wand rennen. Das kann man definitiv, glaube ich, so sagen. Also ist es das basically sogar. Naja, ja, die Mine ist jetzt offiziell geöffnet. Watch out! Spectre possession. There's more of them. Stop that spectre before it possesses the corpse. Bloody dark in here. Here we are. Now, let's find the symbol. Da ist es. So, willkommen bei Ja, such halt. Ja. Also man merkt mir, glaube ich, gerade wirklich sehr an, dass ich jetzt gerade wirklich sehr genervt bin. Das Problem ist halt wirklich, ich habe nochmal so grob nachguckt, ohne mir die Enden genau anzugucken, aber es gibt mehrere Enden, es gibt wohl auch Enden, die passieren, wenn man mal so entscheidet, bei den, beim Banishen und so. Und ich habe halt wirklich die Sorge, wenn ich die Spukermittlung jetzt nicht mache, dass ich dann nicht das gute Ende bekomme für Antea. Und das möchte ich eigentlich. Okay, also hier bin ich falsch. Das ist also immerhin eingegrenzt. Hier kann man nicht durchschießen. Ja, das Symbol ist halt da. Also sie ist hier. Und die Storys sind ja auch gut, aber boah, ey, wirklich diese Ja-Such-halt-Mentalität des Spiels geht mir echt ein bisschen auf den Piss. Okay, hier ist auch falsch. Someone's been here already. Okay, ja. Looks like Helen found Mrs. Ingersoll's stash. Oil, sugar, salt. Isn't this Nathaniel Sather's stolen merchandise? Yes, it is.
Ja, wie gesagt, ich wird nicht das letzte Mal sein, dass sie mich hier runterschicken. Stay in there. Bastard. Das Geschäftsbuch von Ingersolls Gemischtwarenladen, das Aufschluss darüber gibt, dass es um den Laden gut bestellt ist. A ledger for Ingersoll's store. Same dates, but with much higher figures. 2 different ledgers, one of which was locked inside a chest. I think I understand. She stole her own merchandise and hid it in the mines. Then she hid the accounts that would expose her lie. Why would she do that? Helen wanted to take her merchandise. She doesn't want to share, she wants to sell. She's selfish. Ich, Nathaniel Thaser, am 3. Tag im September des Jahres 1691 in Boston, der Provence, Massachusetts, schwöre hiermit, dass ich meinen Posten als Ladenjunge in Ingersolls Gemischtwarenladen, der sich gegen welche Boss befindet, so lange beibehalten werde, wie es mein Herr Weldon Ingersoll für erforderlich hält, oder wie Herrin Bathseba Ingersoll meine Hilfe in seiner Abwesenheit benötigt, damit der Laden überdauert. Unterzeichnet, beglaubigt, beurkundet in Boston, 3. September. Nathaniel broke his promise and doesn't regret it. Skinned, he betrayed Mrs. Ingersoll for a couple of Helen Priest's coins. We should go back to him. Ich bin nicht sicher, ob ich die Story zu 100% verstehe, ehrlich gesagt. Warum hat Nathaniel sie jetzt hintergangen? Weil er selber zum Verkäufer geworden ist, oder wie? Im Laden, anstatt Hilfsjunge? Ja, guck mal. Wie habe ich denn das übersehen? Also das ist die erste Spukermittlung, die ich, also auch aufgrund des Aufbaus, aber auch von der reinen Story her, nicht so gut finde. Aber ich kann ihrem Gefühl irgendwie einfach nicht folgen. You are sent back. Ich will mal kurz beim Wasser auf, während ich hier hochfahre.
So, guck mal, ist perfekt aufgegangen. Excuse me. Ja. Mrs. Ingersoll. That you? I think so, Mr. McWraith. I think so. I don't blame you for feeling disconcerted, Mrs. Ingersoll. I'm sorry, do I know you? You don't. But you should. Bathsheba Ingersoll, meet Antea Duarte, the Banisher. We found some merchandise stashed away. Oil, sugar, some, spoons. We suspect it was stolen. Is it yours? I believe it is. Or at least it was. Helen Priest lays claim to it, for the company. And how does Helen Priest know about it? Because Nathaniel told her. He broke my confidence. Okay. He broke my heart. For the sake of his return to Boston and a life of ease, he'll trample the legacy of those who made him. He betrayed us. I knew what he was up to. That is why I ran. And because I ran, I died. What are you doing here? You came to my store. Then you've met Nathaniel. Would you give him a message from me? Tell him he must stay. He made a promise. He must honor it. So, you haunt Nathaniel. But he told us you stole your own cash box. Why? Priest took my stock. All I had left was the money. I thought I'd start again somewhere else. Boston. Where it all began. This isn't what you had in mind, eh? I have business yet. You'll see. I'll ask you some questions, if you don't mind. What are you to Nathaniel? Where did you meet? One day, an orphan boy came to our store in Boston hoping to learn the trade. He had this idea that he would sell hats. Everyone needs hats, he'd say. We gave him a job. He's been with us ever since. He's my barker, my salesman. He's born to it. He writes well, too. You should read the letters he sends to his friend, Thomas, in Boston. Tell me more about Thomas. He and Nathaniel are very close. Natty writes at least once a month. Were you married, Mistress Duarte? There was a time when I would have judged you if you were not. Now I know better. Love is love, whichever way it comes to you. Natty loves Thomas as well as any man ever loved a woman. Maybe better. What do you think of that? Love is love, as you say, whichever way it comes to you. And there'll never be too much love in the world. Richtig. Where are you from? Boston, originally. Now I'm from New Eden. You? Cuba, originally. Now I'm from everywhere and nowhere. Was it in Boston where you met your husband? It was. I went into his shop one day and there he was. And you? Did you meet Mr. McWraith in Cuba? God, no. We met in London. We met through work. Yes. It happens. Or so I've heard. Okay. We'll be off then. We'll be in touch. Then I'll await your return. Or not. Charge. Hunter's roster. And Theodore Shepard is overdue. May we talk, Mr. Sather? I'd like nothing more. How can I be of service? We must talk about the widow's accounts. They're meagre enough. You surprise me, sir. And by that I mean you do not surprise me in the least. If the coffer was full, I'd be halfway to Boston by now. Is that why you're selling your stock cheap? Everything must go, sir. Or I'll not carry this junk back to Boston and the coin will pay my way. Bathsheba kept the money she owes you. And now you're stuck here. Boston no more than a memory. That's it, exactly. Now you Ich verstehe gerade die Logik dieser Quest nicht so richtig. Weil, was uns Bathsheba erzählt ist,
ihr gesamter Stock wurde von Helen konfisziert und sie konnte hier ihrem Handwerk nicht mehr nachgehen. Und deswegen ist sie mit dem Geld abgehauen, um sich in Boston neu aufzubauen. Okay, verstehe ich soweit. Aber jetzt wird uns gleichzeitig erzählt, es gibt ja noch Stock, den er billig verkauft, um Geld für die Reise nach Boston zusammenzukriegen. Woraus ich jetzt schließen würde, okay, es wurde einmal die Ware konfisziert und dass dann in Zukunft vielleicht so ein Deal gewesen wäre, dass sie was abgeben müssen. Aber es wirkt ja nicht wie, ihnen wurde alles genommen und sie haben nichts mehr. Also ich bin ein bisschen verwirrt von der Quest. Das ist die erste Quest, die mich verwirrt. News for you. I found Bathsheba's body. The wolves got her. Oh no. Poor widow Ingersoll. I so dearly wish she'd made it safely to Boston. Did you find the cash box? I found something else. A note. You told Priest exactly where to find the merchandise that Mrs. Ingersoll had hidden in the mines. Ah. Now, I have a number of excuses, but I get the feeling you won't be interested in any of them. Nor, to be honest, am I. I did the right thing. Followed Bathsheba to her hiding place, and then I told Mrs. Priest where to find it. The stock will keep people alive. Now is no time for commerce. You lied to your employer. Did she deserve it? Listen, Bathsheba no longer knew what she was doing. She lived in the past, while we live in the present, and the future comes charging towards us. She wallows in grief, to the detriment of her friends and neighbours. She wouldn't give up the goods, so I gave them up for her. All right. It's time. I hear you, Mr. Sather. But I'd like to hear Widow Ingersoll's thoughts on the matter too. Wouldn't you? Dear Lord, what are you? Worry not, Nathaniel. This is the ghost that haunts the store. Bathsheba Ingersoll. Ist auch die erste Quest gerade, die sich ein bisschen wiederholt, one more ne? time that you're not going to pay me. That money is my husband's legacy, and I shall decide what's to be done with it. Money. Es ist auch die erste Quest, die sich ein bisschen wiederholt. Von der Story her. All those years, I stood by my promise, but you did not. Also klar, mit einem anderen Kontext, aber so dieses, hier hat jemand etwas, was für die Community wichtig ist und gibt das aber nicht her. Hatten wir schon mal. You swore an oath to a dying man, and then you broke it. I swore to help you with your grief, to keep running the store while you mourned. But you did not mourn. Instead, you poured your heart into his business. You won't let it go. You won't let him go. I can give you no more time. I have a life to live. Your dead husband does not. You must let me go. By renouncing his business, you bury my husband a second time. Ingersoll's name will die because of you. It's time to end this. Ja, aber sie hätte, also, irgendwie ist diese ganze Story hier nicht logisch. Weil sie ist ja auch mit dem Geld weggerannt. Also sie hätte ja auch den Laden aufgegeben. Klar hätte sie einen neuen Ingersoll-Laden aufmachen können, wenn sie es geschafft hätte. Aber ihren Laden, ihren gemeinsamen, hätte sie aufgegeben. Und sie hat ihm ja auch keine Nachricht hinterlassen, glaube ich, ne, von wegen, also wir sollten ihm ja ausrichten, bitte macht das weiter, damit sein Name weiterlebt. Ich lasse sie aber aufsteigen, würde ich sagen. Also auch hier habe ich mir das Gefühl, dass sie ja nicht aus Boshaftigkeit handelt. Sein Handeln finde ich jetzt auch, also klar hat er seine Retterin und Arbeitgeberin verraten damit, aber hat es ja fürs Gemeinwohl getan. Ich würde es jetzt aber aufsteigen lassen. Damit sie hoffentlich Frieden findet mit ihrem Mann. Also die Namen damals waren schon wild, definitiv.
Bathsheba Ingersoll. By keeping his business going, you keep your husband alive. But it's time now for you to leave. I'll not go. Letting go seems so very difficult. So very painful. But you must, because by remaining, you only cause suffering. But what awaits me at journey's end? Will my husband approve of the choices I've made? Have I done his business proud? Material questions concern you no longer. Your husband's legacy is now yours. Nathaniel has inherited it. Let it go. Yes. My accounts are settled. The books are balanced. I may go. Nathaniel, the business is yours. Take care of it. Farewell. Lebt wohl. Nun. Da könnte es ein Problem geben. I hope you find peace, boss. I hope old man Ingersoll's waiting, and he's proud. Okay. Stimmt Ende, oder? Ups. McCrae, over here. God damn it. Nun. Gut, das hätte ich leichter haben können. Are you alright? Can't sleep. Bad dreams. Screaming of men long dead. You should be sleeping too. Reminds me of another soldier I knew some years ago. Haunted as hell, he turned out to be a promising banisher. Ich muss mich aber bald We have a ritual that Ich habe hier, also seit Jahren schon hier andauernd Verspannungen, die von hier da runterziehen. Und eigentlich wären die mal besser, wenn ich Sport mache, aber mittlerweile ist hier alles verknotet. Jede blöde Bewegung tut weh, sticht, piekt. Echt unangenehm. Vor allem mache ich ja gerade wirklich eigentlich Sport, der das ausgleichen soll. Dann ist es mal besser und dann wache ich irgendwann wieder auf und dann ist es wieder wahnsinnig schlecht. Sehr nervig. As you were, soldier. So which made-up ritual do you want to do this time? Yeah, let's keep it simple. Candles and that. I hope you find peace, boss. I hope old man Ingersoll's waiting. Das ist nicht euer Scheiß He's Ernst. proud. Ja, dann rasten wir wohl mal.
So, und wir hoffen, dass er jetzt resettet ist. A pleasure to see you as always, Sehr gut. Mr. McRae. Good day to you, Mr. Sather. Ja. So, Matt? Ups. So, 5 Kerzen. I must go. Thank you for your time. Take care, and mention it not. You know what would really help Andrew? Advice from another old soldier. Stop reading my mind. It's unsettling. What do we do? I'll prepare the ritual. Ah, Typ! Right, that's done. Now we wait. What do you want to talk about? I envy you, Scotsman. You've seen war, yet you walk light enough upon the earth, as if you bear no scars. I've scars enough. And well healed they are too. Well, most of them. It's the open wounds you've to watch for. Talking helps. Feel free. Telling the tale shifts the pain from the inside and brings it into the light. I'm not a man of many words, as you may have noticed. Due to a deficient education and a meagre vocabulary, I find discourse troublesome. But I said I'd try, and try I will. I'm glad to hear it. It won't be easy, but you don't have to face it alone. You have a family, a wife, children. Maybe it's time for you to find them. Maybe all right. Maybe leaving is what I need. A new leaf and a new slate and all that. Good for you. Right. The ritual's done. You should sleep better now. Consider yourself relieved, as the saying goes. Right. I'll be going. Take some time to collect yourself. And Andrew, sleep well. Mind how you go, McCreath. I've lost enough brothers in arms. I'd hate to lose another. Sehr gut, das war schön schnell abgehandelt, so soll es sein. Hier singt jemand. Nos Wings? That was Anne Wings. She was collecting something. I wonder what. We should visit Cotton Peabody at the infirmary. Oh. Ist das eine von denen, die wir haben? Ah ja, okay. Okay, aber das finde ich schon wieder ziemlich cool. Also, dass man auf die auch so stoßen kann und nicht indem man dahin geht, finde ich schon wieder ganz cool. Ah, dann kann ich auch noch untersuchen.
I do believe that's wintergreen. Why would she be collecting wintergreen? Dann machen wir erstmal die. Und warum ist sie ein Geist? Das wäre für mich die andere Frage. Aber das ist, glaube ich, irrelevant. Wahrscheinlich hat sie sich angesteckt, oder? There? Who's that? Who enters? Oh, thank God. You, Scotsman, help me. Did you see it? Did you see the ghost? Aye, I did. Alright, maybe I can help. Right, soldier, spill. What's going on exactly? What happened to Nurse Wings? What do you think happened? She died, that's what happened. She died, and now she's trying to take me too. When did you last see Nurse Wings alive? Ich glaube nicht, dass sie ihn töten will, das kann ich mir nicht vorstellen. Time is tricky. She was here, then she left, then she came back as a ghost. Still holding her bastard in lancet. We heard screaming. Was that you? Did no one else answer? None here gives two shites for their fellows. Too busy looking out for their own asses. I could die screaming in here and none would care till me corpse began to stink. Why would she want you dead? She's a ghost. She ain't here for beer and biscuits. He's right in a way. She is killing him. Your cough is no better. Worse, if anything. Aye, it worsens. When she comes, I sicken. She's a better nurse living, I tell you that. Where does her ghost go? Nicht in die Mine. Nicht in die She comes Mine. and Nicht in goes die through a Mine. locked door. After that, not a clue. Is there a key? Or another way in? Perhaps. This was the blockhouse upon a time. There was a passage out. Through the westernmost tower. I had a key. Search my things in the barracks if they haven't been plundered. Might still be there. Right, well, I'll look into things. You stay here. Where in shite you expect I'll go? You stay here. Go on then, cheeky bastard. So sweet Nurse Wings, kind and caring, comes back as a vengeful ghost. It happens, but in this case I doubt it. If she was acting, she did a bloody good job. Falsch. Aber sie sah ja nicht rachsüchtig, also sie sah aus meiner Sicht nicht irgendwie rachsüchtig oder so aus. Sondern halt, ja, dass sie wahrscheinlich immer noch versucht zu helfen, aber dabei halt ihm die Lebensessenz absaugt. Gehe ich von aus. As I remember, Peabody's things are here. Perhaps the key is amongst them. This Andrew White fella must be proud. Right then, where's Peabody's things? I'll keep looking. All right, we have what we came for. Why would she up and leave like that?
Okay, ich muss mir eine Weile zurückziehen. Ja, okay, oder er hat halt Scheiße gebaut. Das kann natürlich auch sein. Maybe she had an accident. She kept records. Maybe she wrote it down. Durch den Wachturm. Ist das hier ein Wachturm? Here's our tower. Found it. My thanks. Mr. McCraith, forgive me. I did not see you there. I see you bring company. How lovely. Do you remember we talked about how I lost my partner in New Eden? Such a tragedy. Antea, if I remember rightly? Antea Duarte. Good to meet you. But how? Oh my, you lived. Well, this is Oh, marvelous. ist ihr gar nicht bewusst, dass sie tot And ist? good news these days is so terribly rare. Nurse Wings, I died in New Eden. Excuse me? You and I are very much alike, Nurse Wings, don't you think? Are we? How so? I'm a ghost, Nurse Wings. And so are you. Are you sure you're well, Miss Duarte? You sound feverish. Perhaps you need to lie down and rest? I don't rest, Nurse Wings. Sound familiar? She won't be told. We'll have to prove it to her. If you need it, and may still have some vervain, you let me know. Goodbye, Nurse Wings. For now. Sie läuft durch Felsen. As ever. Das muss ihr doch auffallen. Aye. That's the problem. She won't listen. We must find proof. Shreds of a memory linger here. There's an echo here, but we need the tie. Okay, das hatten wir schon mal. Der Arztbericht. Tagebuch. Ich habe mein Tagebuch verloren. Hiermit beginne ich ein neues. Wenn es hier Winterlieb gibt, dann nur unter dem Schnee, wo ich es nicht finden kann. Er leidet große Qualen. Ich muss auf meiner Suche nach Winterlieb tiefer in den Wald gehen. She neither sleeps nor eats, but doesn't question it. She gets her sustenance elsewhere now. 1. Cotton Peabody ist krank und gelinde gesagt ein widerlicher Mensch. Ich mag ihn trotzdem. Es ist sicher nicht leicht, an Skrophulose zu leiden und ständig in Behandlung zu müssen. Das Öl aus Winterlieb scheint zu wirken. Vielleicht kann ein Tee aus Winterlieb Hustenleiden lindern. What denial runs deep and Peabody sickens. Okay, wir brauchen die Tagebuch. It's locked, all right. Ah. Poor Nurse Wings is losing her grip. The journal spoke of a clifftop hideaway. A cozy wee pub, then. Right. Let's go for a walk. Let's go for a walk today. Anne's medics remind me of my mother's. The oils and ointments, infusions and concoctions. I bet she knew her business. She treated the men the slavers worked to death in the fields. Though she had little money, she was very famous. That's what saved her. Brief des Gefreiten Talbot.
Mein liebster Essel. Geister mit Waffen. Das fehlt es. Ach so, das. Ich habe das Gefühl, ich lese hier teilweise. Ich wollte das übrigens Tagebücher, die ich schon gelesen habe. Waren hier etwa auch schon mal? Eigentlich nicht. Ja. Das meine ich. Ich bewege den Kopf ganz bis nach da und hier fängt es an zu stechen. Das ist wirklich sehr ungeil. I think we found her. There's an echo. Okay, dann machen wir erstmal das. How long has she been here? No more than a few days. Here's the key to the infirmary. Through time and distance, I now see. I see no journal. It may have slid from her fingers and fallen. Let's retrieve it. Ah, jetzt darf ich die bestimmt durch. Still impressive. Feet on the ground. Your funeral. Fast Level 22, jawohl. We need to look for somewhere to cross. Ups. Kost. Whee! You aim for the heart. I'll destroy the roots. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen erst ein bisschen Vorarbeit leisten. Also hier ist einer. Da ist einer. Und hier sind Feinde.
think you could take on a ghost? I can help. Away with you! Standing by. So, nochmal. Also. So. Naja, ich muss aber irgendwie die Wand da oben kaputt kriegen, oder nicht? Weil von allem, wie es aussieht, ist es dahinter. Wartet mal. The heart's yours. The roots are mine. Boah, ey, Leute. Have some of this! Ob er es glaubt oder nicht, liebe Macher, man muss nicht alle 5 Meter im Kampf machen. Geht auch ohne. So. Wasn't I always? Okay. Jetzt müssen wir, denke ich... Also, wo war der letzte? Da. Fuck, wo war der? Da, okay. Also. Ach, deswegen kann man das nicht machen. Nein! Picked and culled. So. Da kann ich her, ne? Was genau hat mir das jetzt gemacht? Hier wahrscheinlich, ne? Wofür musste ich das machen? Kam ich von hier oben oder kam ich durch den Gang? Wahrscheinlich kam ich von oben, richtig? Das würde sowohl Sinn ergeben, als auch vom Pfeil her passen. This looks like the place. Let's find the journal. To make you angry.
Die Salbei-Infusion der die Wickel haben Wirkung gezeigt. Ich habe mir die Grippe eingefangen. Bei meiner schwachen Lunge könnte es eine Weile dauern, bis ich wieder genesen bin. Aber ich muss genesen. Schließlich muss ich mich um Mr. Peabody kümmern. Ich werde mich an meinem geheimen Ort ausruhen, damit ich auch ja niemanden infiziere. Naja, aber sich bei Schnee und Kälte She knew ausruhen. something was wrong. Yet now that she has died, her ghost denies it. She was a healer. Perhaps dedication binds her. A dedication her patient scarcely deserves. We should go back to the infirmary. Anne will surely be there. Juni, nicht sicher. Heute werde ich eine neue Behandlungsmethode für Cottons Husten anwenden. Ich werde Infusionen aus Salbei herstellen und seine Brust damit einwickeln. Ich habe gehört, die Indianer machen das so. Leider bin ich auch krank geworden. Ich werde mich für eine Weile isolieren müssen, damit ich niemanden anstecke. Okay. Ach so, kommt man dann hier hoch letztendlich. Watch out! Spectre possession! Bitte! I used to count my wolf kills on one hand. You're done. Au. Did you feel that? It's close. An enraged spectre is lurking nearby. Why not summon it? Mehr Schaden durch Phantomsatz. Na, mal sehen. My voice commands you, unveil! Did we miss a few? I think it's getting angry. They brought more friends. Stop that spectre before it possesses the corpse. Schilmermähen. Dieser Schritt mal Druck und mehr. Kurz. Ich hänge an einem Grashalm fest. Ein Grashalm. Ich fühle mich verkackeiert. Und das stark. Ich glaube, er ist festgebackt.
think I heard the sound of a gun coming. Did we miss a few? Level 22. Jawohl. What is lurking here? Time to work, Banisher. Kann ich denn gar einen Fähigkeitspunkt ausgeben, ist die Frage. Ja. Obwohl, nee, das waren die, wo man immer nur... Ah doch, von dem... So, wechsel direkt nach einem Ausweichmanöver, um einen Schlagangriff auszuführen. Wenn die Badezeit gefüllt ist, dann leistest du durch den nächsten Angriff 90% weniger Schaden, aber als 20% weniger Bandpunkte. Aber wenn sie gefüllt ist, dann brauche ich doch keine Bandpunkte mehr kriegen. Hä? Komm, Glocke. Das erschließt sich mir nicht. Egal. Egal. Anne reminds me of more Mackenzie. We hid in her house when we were running from the English. She washed our wounds and sang as we buried the dead. Never stopped smiling. I like her already. They burned the house down with her inside. I'm sorry. And maybe more still haunts the wounds, waiting for the next poor wounded soul. Hunter's roster, and Theodore Shepard is overdue. Imarada sentus. No, sentus. Hold still. Get your filthy hands off me! That's enough, Mr. Peabody. Get off me, you evil old frigate! Ah, angespuckt hat er sie. In his temper, Cotton Peabody gave Anne Wings the disease that killed her. Oh, still here, are you? What new comedy do you two bring me now? Remember on the cliff top, when you closed your eyes and it felt like you slept for a very long time? Have you been spying on me? Remember how when you awoke, in gewisser Form ja, lost and distant, how you could not remember who you were, how slowly you came back to yourself.
How something drove you to it. Something that felt more important than anything you had ever felt. No. Yes. My patient needed me. I knew it from my head to my heart. That's it. That's why you stayed. That's what keeps you here. My dear, the desire to help my patients means only one thing. It means I'm a nurse. Cotton Peabody's health concerns you greatly. True? I'm a very good nurse. I think you know what he needs. I think you know his remedy. He must have wintergreen. Fresh oil, decocted, then used as a salve. Yet, though you treat him, his condition worsens. You must have noticed. To maintain the illusion of life, you feed upon his essence. Even as you tend to him, you leech his life away. No. No. Your memory is fading. It is not. At least, I don't think it is. Once you kept meticulous records. Now your notes, if you keep them at all, are chaotic. It's just that I'm all alone. No one to talk with. No one to share a laugh with. I've gone a little potty. How long is it since last you slept? How long since last you ate? Well, I have been very busy. You're tired but cannot sleep. You're hungry but can't face eating. Time to face the truth. No, it's just... I'm tired. I forget things. I forget to stop working. Nurse Wings. Anne. You're dead. Just like Antea. You've convinced yourself you're still alive, but you are not. But if Mr. Peabody withers by my presence, then why does your woman not wither you? I would, but I take my strength from other people. My God! I could never do that! Then the longer you stay to treat your patient, the quicker he will die. No. No! Och, renn doch nicht wieder weg. Nö, Anne. Nurse Wings! Anne! I can help you. Let me help you. She's heading back to where her body lies. Anne, are you there? If I take another step, if I fall, I won't die. No, you won't die. All I wish was to save a soul. Just one soul at a time. Cotton. It's time we put an end to this. The devotion of poor Anne Wings, who even dead, kept on caring. No. Her ghost hungers for essence and calls it caring. Well, 'tis all I want. But by staying, I've been doing you harm. For that, I beg your forgiveness. Oh, Mr. McVeigh. Peabody, we must talk. This sounds ominous. Where lies the problem? Anne Wings had the grip. She packed up and left so she'd not pass on the infection. Part of her must have known she'd not make it. I did not know. I could not have known. How could you indeed, with your head so far up your own behind? She had a cough. Just a cough. I couldn't have known it would kill her. Well, kill her it did. You're the one who made her sick. The day you spat on Anne Wings, you gave her your disease. I never spat on... No. Wait. I did. She was at me with the lancet.
The pain gave me a wee touch of fury, just for a moment. I gulped without thinking. You knew you were infectious. You wished to harm her. 'Twas an attack. So, Nurse Wings died trying to heal you. You believe her ghost returns to harm you. Interesting. Well, all good things, they say, come to an end. I'll miss our little chance. Da bin ich wieder bei Aufsteigen. Gibt es Einwände? Also, weil ich fand jetzt bei ihm beide Antworten nicht so passend, ehrlich gesagt, weil ich fand, dieses könnte dem frommsten Priester passieren, nie. Aber ja, es ist halt, was sie ja sehr deutlich gemacht haben, ist, dass der halt durch seine Krankheit, er ist halt komplett isoliert, lebt in völliger Frustration. Ich glaube halt wirklich nicht, dass er ihr schaden wollte. Ich glaube nicht, dass er darüber nachgedacht hat, ich mach dich jetzt krank. So. Ja, und wir haben keinen Grund sie zu banishen, weil sie ist ja eine gute Frau. Hier ist mir egal, dann machen wir Aufsteigen. Zack. Anne Wings, you're a dedicated nurse. All you do with love. But right now, you're a threat to your last patient. He needs me. I just want to help. Does he need you? Do you really want to help? What comedy is this? You've been the dedicated nurse for so long, you're afraid that if you stop, you'll cease to exist. Let it go, Anne. You've done a great job. But the job is done. Cotton Peabody deserves to get well, and only I would treat him. We'll do what we can for him. You've done enough, Anne. You won't be forgotten. All right, then. If you're sure. Thank you. Go in peace. Is she gone? Am I safe? It's over. Anne Wings is gone for good. Gone for good? Aye. Great. In her diary, Nurse Wings said oil of wintergreen could cure Peabody. It would be fitting. We must at least try. Let's get the ingredients. Okay, wird direkt. Ich habe das. Ich habe Winterlieb. Aber wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh, sowas geht mir so auf den Piss, wenn Spiele das machen. Ich habe Winterlieb. Noch und nöcher. So, ey, diese Anzeige auf dem Kompass, das bringt einem halt einfach überhaupt nichts. Da hinten. Ich habe Winterlieb. Da. 65 Mal habe ich das. 65! Das ist halt so... Das ist so unnötig. Anstatt dass sie halt sagen... Ja cool, wenn du es hast, hast du es halt schon. Sagen sie, ja... Nee, musst du sammeln. Das ist so... Warum? Das ist ja auch nicht das erste Mal,
dass ich die Sachen schon längst hatte und das Spiel sagt, ja, nee, sammel die mal. Übrigens habe ich von mal nachgelesen, das Spiel hat Stand jetzt kein New Game Plus. Also die Möglichkeit, dass man halt mit all seinen Ressourcen reingeht und zumindest die nicht mehr sammeln muss, gibt es nicht. Das heißt, wenn man den zweiten Run machen möchte, dann muss man es halt wirklich auch komplett nochmal spielen. Did you feel that? It's close. Aus dem Weg, ich suche Öl, Winterlieb. Have a bit of this. What is lurking here? Time to work, Banisher. Ah, okay, wir brauchen Winterlieb. Nicht, Let's look elsewhere. Okay, ich nehme alles zurück. Wir brauchen Winterlieb und nicht golden Winterlieb. Not used to going on a flower picking mission. But if it's for Anne, then I'll do it. I could tell you'd become attached to Anne. You read me like an open book. You're a sensitive man, Mr. McWraith. That's why I love you. Okay, never mind. A histrionic ghost. I haven't had one of those in a while. Rebecca Hardgrave was quite the histrion. Oh, hard. Right. This one's protected. Piss off! Ach, ist das die Spukermittlung? Nee, ist eine andere. Okay. Ja, ist eigentlich nicht das, was ich jetzt gesucht habe, ne? Okay, machen wir gleich. Kommen wir darüber? Ich glaube ja. So, ich will mich mal kurz bei Pokémon Direct enttäuschen lassen. Alles klar. Nein, warum habe ich denn hier kein Seil? Ach nö. Warum habe ich kein Seil? I maim the corrupted heart. You aim at its roots.
Mann, warum können sie einen denn nicht einfach... Ich sehe for real halt nicht eine der... Da ist eine. Ach, und da. Sind es nur zwei? No roots. Just how I like it. Ach so, Jetzt sag nicht, wir kriegen noch eine Fähigkeit im Verlauf. Wirklich, ja? 3 Eiszapfen. Okay, ich dachte schon. Weil ich eben habe ich gedacht, ich kann nichts damit machen. Ey, wenn jetzt wirklich 3 Eiszapfen mich aufgehalten hätten. Incredible. An abandoned chest. Kinda got to see it from here. Ach nö, das sind Verwunschenlande. Nö. Tschö. Mach's gut. Oh, ich habe gerade echt gar keine Lust, den Scheiß zu suchen. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, also das sind verwunschene Lande, alles klar. Da habe ich keine Lust drauf, bin ich ganz ehrlich. Did you feel that? It's close. Watch out! Spectre possession. So. Dann hier drinnen hoch, gehe ich mal von aus.
Ist halt der Weg, auf den wir auch von hinter ihrer Hütte gekonnt hätten. Achso, das ist nicht das Öl? Hä? Das Öl gibt es direkt da, ja. Aber warum? Ich hab doch aber erst 8 Winterlieb. Warum zeigt er mir jetzt nur noch das an? Hat sie vielleicht was in ihrer Maybe Hütte? this story will finally make Cotton Peabody change his ways. Maybe he'll be less cranky. People don't change. I think they do. I've changed, thanks to you. Then you must be the exception. Ich hoffe, er zeigt mir noch an, wo ich sinne, oder dass jetzt halt der Rest hier ist. Das wäre natürlich schön. Here's the oil. All that remains is to find the wintergreens. Ja, ach, jetzt zeigen sie es mir wieder an. Cool. Schön, dass sie es gerade nicht getan haben. Aber, ach, da unten. Okay, das ist am nächsten dran. Das ist auch noch eine Haunting Story. What the fuck? Ja gut, ich habe ja gestern gesehen, das sind glaube ich 8 hatte ich glaube ich gezählt, sind es noch, ne? Und ich habe heute, das ist glaube ich gerade die dritte oder zweite, die ich heute mache, ne? Ich glaube die dritte. Ey, dieser Kompass, Alter. Your inner side spread. Think we fixed it. Stay down. So. Should be enough flowers. So, Winterlieb haben wir. Perfect. We have everything we... I think we have all the flowers we need. A lovely bouquet for a grumpy old soldier. I'm sure he'll be pleased. Everyone likes flowers. Oh, would you like me to give you a bouquet now and then? I don't know. You've never given me one. I'll make a note of it.
Boah, Leute, warum denn? Move, Red. Look to me. Sharpen up. Almost there. So. Okay. Here, the decoction. Let's go relieve the old soldier. Here, I made you your oil of wintergreen. Should help. Are you a doctor now? Just take your damn medicine, Cotton. Aye, I will. Thank you. So. Ja, natürlich wird das falsch. Oh, was ist mit Ferdinand Müller? Achso. Durchgangsliste, ja, okay. Theodore Shepherd. He's probably dead. So, unten. Ah, okay, dann ist es aber keine extra Untersuchung, sondern dann war das, was ich gesehen habe. Gut, dann habe ich da alles richtig gemacht, basically. Ist also nicht noch eine, sondern... Ja. So, wir haben wieder einen Essenzpunkt. Hm. Hm. Wie viel haben wir denn jetzt? Ich habe den Überblick verloren. So, also Mount Pleasant. Den machen wir gerade. Hier fehlen auch noch Aufgaben. Kann man die vielleicht stellenweise nicht machen, je nachdem, wie man entschieden hat als Dings? Das wäre natürlich bitter. In den Eggen fehlen uns noch 3. Und im Düsterwald fehlt uns noch eine.
Das ist also hier so ein Dings. So eine Kiste. Theodor. Wahrscheinlich hier. Stupid, reeking wolves. Try not to get shot. Ausgebanished. Zack. Zack. Sie wünschen? Oh Gott. Ha, sehr gut. Das war eine gute Position. You piece of shit. I'm better than you. You hear me? I, king of the musket, me, the shadow of the woods. See that? Even dead the bitch won't stop. How'd she do that? How'd she bend the wolf to her bidding? Don't get me wrong. I had him where I wanted him. You fight well. We could use you in the train band. Red McCraith, Banisher. Aye, I've seen you around. Theodore Shepherd, marksman out of Fort Jericho. Best in the business. You seem haunted. What was your first clue? By Flora Abbott, for you ask. The tar-faced cow. Okay. Ich verstehe, warum sie am Anfang diesen Hinweis hinschreiben, ey, ne, wir spiegeln halt diese Zeit wieder. Die Ansichten, die geäußert werden, sind natürlich nicht die unseren. Flora Abbott? Who's that? Captain's pet. Gave her a gun and all. She ran off. Must have died. Won't leave me alone now. Why you? Who knows how her kind think? They're naturally devious. You know that. She tried to kill me in my own cave. Well, that proves it. Slavery's a gift to 'em. I beg your pardon. Steady. We have a ghost to take care of. We can rip this shitebag's throat out later. Okay, ein kleiner mieser Rassist. Maybe I can help. I know about ghosts. You mentioned a cave. Yours? Aye. I used it as a hunting lodge. Or I did, till Abbott turned up. A ghost did anyway. She attacked me. Ran for me life. Had to leave so many things behind. Be a mate and pick it up for me, eh? I'll think about it. What sort of gear are we talking about? A notebook, several wolf traps, worth little enough to you, worth a little more to me. Thanks, mate. Appreciate it. I wonder what we'll learn at Teddy's cave. I'll be on my way. Farewell to you, mate. Okay. You! Das, Leave him to me. A ghost was listening. Flora Abbott, I'd say. She left traces. Och, da sehe ich doch schon wieder diese Scheißwurzeln. Ich kann sie nicht mehr sehen. Don't interfere. Who's there? You should have left him to me. Flora Abbott. That you? You should have left him to me. Da sehe ich doch schon diese Dreckswurzeln, ey. Vermute mal hier lang. Oder maybe auch nicht. Goddammit.
Doch. I love doing that. Da kann man hoch. Hier auch. No, wir sind in einem Höhlennetzwerk. Ich werde mich gar schrecklich verlaufen. Something's nearby. Where is it? Move, Red! This spectral nest needs to be cleansed. Aufgeladene schwere Angriffe kriegen wir hin. That spectre's seen a corpse and it wants it for its own. Did we miss a few? Dodge it if you can. I can help. So. Hey! Freund Nase. Call on me. Das könnte das schnellste Nest sein, was wir jemals gespielt haben. Picking up something spectral nearby. Da können wir schnell gucken, ob wir das hier noch eben mitnehmen können. Hier. Oh no. Wenn ich nicht wieder hochkomme, habe ich ein Problem. Ah, okay. Achso, ist einfach nur. Oh, nice. Clever schon mal voll. Hier drin. How goes it? Nein, ich wollte mit dir gar nicht reden. Geh weg, du Rassist. Joa, bin wieder da. Willkommen zurück, Reihahn. Aus dem Joa schließe ich, es war nicht sonderlich spektakulär. Also quasi, also nicht die Switch 2 inklusive kann man gut aussehenden Pokémon angekündigt. Something wicked is tied to this. Something wicked. Da. You are sent back. Sagen wir mal so, positiv sehen. Aha. Aha, aha. Rüstung der Revanche. Okay, das könnte ich, wenn ich pariert spielen würde, sogar ganz geil nutzen. Der nächste schwere Angriff, 100% mehr Damage. Aber wir bleiben jetzt einfach bei dem, was wir haben, denn es funktioniert. Boah, das ich, wenn ich diese Dreckswurzeln schon sehe, ey, es macht mich wirklich aggressiv mittlerweile. So, aber eigentlich müssen wir, glaube ich, hier rum. Sie haben kein Remake angekündigt oder neue Generation.
Ja, mal gucken. Also ich glaube, bei mir ist wirklich so, ich habe ja bei Schwert und Schild und dem letzten, was war's, Scarlet und Violet, war ich ja dabei und interessiert. Aber im Prinzip hat mich vor allem die letzte Edition wieder überzeugt, dass, glaube ich, bei mir schon gut was passieren müsste, damit ich das nächste Pokémon Day One kaufe. Es war die typische Gülle plus ein Trailer für Legends Z, also von XY für 2025. Achso. Ach, eine Weile kann es schon sein. Why save him? Him of all people. You're Mistress Abbott, right? I'm Red McCraith, Flora. This is Antea Duarte. We're Banishers. We're no friends of Theodore Shepherd. You. The Banisher woman. We heard of you. When you arrived, I could scarce believe it. Someone like me come to save us. They all scoffed. I had hope. Such hope. But you didn't save us, did you? You only saved that bully bastard Shepherd. You'll not banish me. Not before I'm done with him. Hear me? Not before. Also frühestens 2026 ein neues Main Game. Ja gut, das ist in der Tat eigentlich ein gutes Zeichen, ja. We are not enemies, Flora. Außer sie machen halt wieder so ein Ding wie vor ein paar Jahren, wo 2 in einem Jahr You rauskamen. saved the life of a man who would spit on you. I died fighting the curse. I died to save you, all of you. I'm still fighting. Aber ja, wäre ja schön, wenn sie sich mal richtig Zeit lassen würden für ein neues. Curse or no curse, Shepherd was still here, snapping at my throat. You were a hunter at Fort Jericho. But why were you living in New Eden in the first place? I own land here. I've long since stopped being an outsider. A person has to live somewhere. Do you belong? I left home young. I haven't stopped moving since. I learned not to get too comfortable. I am a New Englander, born on a farm not far from Boston. After my mother died, I came to New Eden and bought some land. Just a small plot, out by the edge of the woods. Pennington came by sometimes. We hunted together. When we fled, I went with him. I was part of the train band. Part of New Eden. Then the captain died, and I was part of it no longer. Nee, Legends Z wurde für 2025, nicht Early 2025 angekündigt. Also klingt das nach einem einzigen Game für 2025. Ja, wie gesagt, wäre schön. Also ich fände es schön, wenn sie sich mal ein paar Jahre Zeit... Wann war Scarlet und Violet? Aber es wäre ja schön, wenn sie sich mal 3-4 Jahre Zeit lassen würden für so ein neues Game. Dann kann es vielleicht auch was werden. After Shepherd. He made my life hell. I'll make his a quick death, for I am a better hunter than he. I'm better and he knew it. He could not stand it. 22. Nor that I had the captain's trust. Okay. I, with my brown skin. The weakest sex, the wrongest color, scapegoated when you fail. Hated when you succeed. Did no one stand up for you? Or at the very least, stand up against him? None but Pennington. Tell me this. You have your man here. He is your people. Now the captain is dead and my place here was lost. Where are my people? Naja, also... Priest would never dare to bite my thumb at Shepherd. So I left the fort. And Shepherd still found me. At the old watchtower east of here. Shepherd stalked me one last time before he shot and killed me. I'm sorry. One hateful crime followed another. The bastard stole my gun. It's in his cave. I want it. The cave where you tried to kill him? Yes. Problem? No. No problem. Until there is a problem, of course. We'll leave you now, Flora.
I trust you. I hope I'm not wrong. Och, Tüller, Gedönsviech, aber ja, da konnte ich jetzt richtig viel machen. Also ne? Gestaggert, 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 tot. Ja, also, Mensch. Ist das Spiel die ganze Zeit einfach so hardcore einfach und dann kommt so eine Situation, stehst einmal falsch, tot. Snap out of it. Ja, komm. Too easy. So. Weg hier, Banishers. Ja, ich bin ja immer sehr pro für, ich weiß natürlich, dass je länger ein Spiel entwickelt wird und so weiter, desto mehr kostet es auch und so, ist mir alles klar. Aber so an sich, gerade bei Companies, die sich leisten können, und das kann Pokémon definitiv, sowohl Nintendo als auch Game Freak, als auch die Pokémon Company, sage ich, lasst euch doch Zeit. Bringt doch dann lieber ein richtig geiles Game raus. Und verkauft es auch noch mehr, als eh schon. Was she any safer out in the wilds? Monsters within as without. At least she got to choose which monster she would face. Warum zeigt er mir gerade schon 2 Sachen an? Nach den Grauton untersuchen. Okay. Es wird das erste Jahr bisher ohne richtiges neues Pokémon-Content. Ohne richtigen neuen Pokémon-Content. Ja, und das ist bitter nötig. Ich hoffe auch so ein bisschen, dass sich die Community da hoffentlich einig ist und nicht jetzt denen die Hölle heiß macht dafür, dass nichts Neues kommt. Weil beides kann man nicht haben. Man kann nicht jährlichen Content fordern und gleichzeitig, dass die Qualität besser wird. Das funktioniert nicht. Broken lock, forced entry. There's an echo here. Na den. Through a single point passes an infinity of paths. Ich finde es gut. Ja, ich auch. What are you doing in my house? I'm sick of this. You wanted me gone. I left. I won't fight you. Some reading for you. If read you can. Boah, den nicht zu opfern wird mir echt schwerfallen, ey. Not to do with me. I'm just a messenger. She lowered her gun. Why? She was tired of it. She was done fighting. Hell of a gamble. She has brass. I wonder what that letter said. Trotzdem ist es so real, nicht mal ein DLC kommt. Tja. She was a hell of a hunter. The shepherd saw her as the prey. There's a lock.
This looks moth-eaten. No one slept here for a long time. The tower had to be abandoned years before the curse. A room with a view. What else do you really need? We still need to find Shepherd's Cave. Jetzt darf ich nicht mal da runter, okay. Das heißt, was man sich vorstellen kann, nach Leakern wurde die Switch 2 von diesem Jahr aufs nächste verschoben. Vielleicht hat das die Pokémon-Pläne mitverworfen. Ja, also ich glaube, ich vermute auch, dass sie... Ja, obwohl, das würde ja auch wieder nicht passen. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie eventuell so ein Pokémon als Starttitel haben wollten. Okay, ist aber immer noch den Wachturm oder so, aber jetzt fehlt mir aber der Schlüssel, oder? Deswegen... Nee, das hatte ich ja auch schon. Okay, jetzt habe ich gerade die Sorge, dass ich was verpasse, aber eigentlich sollte ich, glaube ich, alles haben. She was a hell of a hunter. The shepherd saw halt her den as the Schlüssel. prey. Aber eigentlich haben die das bisher noch nie so gemacht. Okay, das ist immer noch der Suchbereich hier. Hm. Naja, suchen wir erstmal die Muskete. Unwahrscheinlich, dass es hier sein wird, ne? Aber hier geht es ja auch einfach nur wieder raus. Da geht's noch hoch. Theodore Shepherd's happy little home. Ihr findet. Flora's rifle, I'll wager. Sie wünschen?
Call on me. You're banished. Take that to your face. Having fun, are you? Master Ted's secret little butchering place, eh? Das geilste, die Reputation aller Leaker wurde damit richtig geschadet, weil alle, die sonst immer recht hatten mit Pokémon Leaks, haben vom Gen 5 Remake berichtet etc. Ja, was ja nicht heißen muss, dass es das nicht gibt, ne? Muss ja nicht heißen, dass es das nicht gibt, deswegen. I never could get the hang of smoking. I hear it's very good for you. Ich versuche Leaks sowieso so weit wie es geht zu meiden. Damit nimmt man sich nur selbst den Spaß an den Events und die Vorfreude und die Überraschung. Ah, okay, warte mal. Alle Fallen leer. Bin mir sicher, die schwarzmaulige Sau Abbott hat sich wieder dort rumgetrieben, wo sie nichts zu suchen hat. Sie klaut mir mein Wild. Wenn sie auf Ärger aus ist, kann sie den haben. Sie ist eine Gefahr. Ich habe Paddington ersucht, ihr die Waffe wegzunehmen. Wenn er es nicht tut, mache ich es. Dann werden wir sehen, wer hier der Beste ist. Ja, Theodor, vielleicht mal einfach nicht ein rassistisches Arschloch sein die ganze Zeit. What a lovely man. Dann, ne, maybe, just maybe. Think of others. Ne? Shepard is pitiful, angry and obnoxious. And he's a bad loser. Arschback, yeah. Vielleicht einfach mal kein rassistisches Arschloch sein, dann gibt es vielleicht auch keine Gegenreaktion. Ist aber nur so ein Gedanke. This looks moth-eaten. No one slept here for a long time. The tower had to be abandoned years before the curse. Feuerstich. Warte, ich bin immer noch nicht fertig? What? Was fehlt mir denn beim Wachturm noch? Ich bin jetzt safe davon ausgegangen, dass die Kiste ist. Oh, ja, moin. Ja, scheiße. Ich bin auch hier alles schon abgelaufen. Ich bin jetzt safe davon ausgegangen, dass die Let's check Kiste the ist. watchtower first. Och ja, ist doch okay. Das hatte ich schon. Das hatte ich schon. Das hatte ich schon. Das hatte ich schon. Hä?
Ja, bitte? Warte mal, ich meine mir gerade eingebildet zu haben. Warte. What's this then? Mehr sagst du dazu nicht? What is that? Ja, Fußspuren. Okay, irrelevant scheinbar. Ich meine mir eingebildet zu haben, hier vor dem Ding noch was gesehen zu haben. Da. Flora's blood, perhaps. Okay. There was a gun here. See where it lay? I think we may have that gun already. Ja. So, wir machen hier gleich weiter. Leaks sind so ein richtiges Krebsgeschwür der Szene. Ja, ja. Das ist ein sehr merkwürdiges Ding unserer Zeit. So, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz auf Toilette. Bis gleich. So, da sind wir wieder back. Und machen hier mal weiter. Das wird heute. So. Haken. Toki mi indrasta, skal nam falas. Da ist er wieder. Jawohl. To hell with you, shepherd, you bully bastard and dog! He hunted her down like an animal. I know. Try not to get involved, but... Flora wanted freedom. Shepherd robbed her of it. Flora's blood, perhaps? Ja, nein. Achso, und jetzt, deswegen stoppen sie einen da. Okay, weil man da rausfinden würde, was Sache ist. Okay. So. Och, da ist wieder dieser Nebel. Nö. Ich hoffe, wir müssen nicht rein. Voices from the dead ripple here. The hell? This gunpowder is wet. Abbott, you lazy heathen drab. 'Twas the snow. You yap like a scared dog, shepherd. No bite. The captain won't always be there to protect your ass. I'll get you. Then you'd better not miss, little doggy. 'Cause I'm faster than you. Things got out of hand fast. The powder was a pretext, an excuse to abuse her. After, he'll claim it was an honest mistake. We get used to it. Harsh. She just wanted a better life, like anyone. A Spanish slaver hired me once. Haunted, predictably. He was in a terrible state. I turn up, he sees my face, my skin, throws a tantrum, decides to stay haunted. Did you leave him to his ghosts? Well, he turned me away. Then, he sent his whip hands after me, saying I'd summoned the ghosts. I left town. It damn near cost me my life. Flora Abbott walked away from the bullshit. She dismissed it.
she had to pay. I see something hanging on the tree. A bag, I think. Den Nebel vertreiben. Na dann. Damn this fog. So. Deutsch. So, vertrieben den Nebel. Nee, also da kann ich mich nur wiederholen. Rassismus ist so... ist wirklich so eine dieser Sachen, die ich einfach so gar nicht verstehen kann. Das ist so... Ich verstehe halt nicht mal, wie man dazu kommt, so, weil also Menschen einfach aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft oder so zu verurteilen, das ergibt für mich halt einfach so, das ist keinerlei Sinn. Einfach, ja, völliger Bullshit. Man sollte auch Menschen beurteilen anhand dessen, was sie sind und nicht, und wie sie sich verhalten vor allem und nicht anhand von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, sonst was. Ja. Da entzieht sich mir wirklich jegliches Verständnis. Ist auch noch wieder richtig lang. Eieiei. Aber hier die Tasche hängt doch da. Das muss ja einfach hier Dings, ne? Jetzt habe ich leider vergessen, wie ich hier angekommen bin. Nee, warte. Ah. Hier war's. Was? Nee. Hä? Wo war denn jetzt die Tasche? Oh.
Da. Aber wie kriege ich sie denn runter? Hä? Ah. Flora, ich will mich kurz fassen. Als ich angeordnet habe, dass ihr euch mit Shepard versöhnen sollt, habe ich euch Unrecht getan. Ich verstehe nun, dass ich in meiner Eile, Gehorsam und Effizienz zu einem Soldat zu etablieren euch gegenüber zu harsch war. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Es geht um Menschenleben. Ich möchte euch mit diesem Brief bitten, ins Fort zurückzukehren, um euch zu zeigen, dass Shepard es ernst meint. Ich habe ihn losgeschickt, euch diesen Brief zu überbringen. Es würde mich freuen, wenn auch ihr einen Schritt auf ihn zugehen würdet. Ihr seid unsere beste Jägerin, Flora, und wir brauchen euch. Ich brauche euch. Und ich glaube, ihr braucht uns auch. Nach Penningsons Tod müssen wir die Disziplin wiederherstellen und unseren Respekt füreinander wiederfinden. Kommt zurück, ich bitte euch. Wir werden euch den Respekt entgegenbringen, den ihr verdient habt. Dafür werde ich persönlich sorgen. Ihr seid die beste Schütze in dieser Gegend und wir brauchen euer Talent jetzt mehr denn je. Nachdem das geregelt ist, freue ich mich, euch in 1 oder 2 Tagen wiederzusehen. Hochachungsvoll, Helen Priest. Shepard won't have liked that. He failed to turn Helen Priest against Flora. Now he won't have liked that. At least Helen Priest tried to make amends and asked her back. Shepard won't have liked that either. Ja, Leute, also ich bin zwar eigentlich auf dem Pfad des Banischen oder Ascendens, aber ich sehe hier keinerlei Spielraum, nicht ihn zu punishen. Also es ist ja wirklich so, er hat sie halt behandelt wie ein, also er hat sie, wie so das Arschloch, hat er sie nur gemobbt, als Schlampe, N-Wort und so weiter bezeichnet. In einer Tour. Und als er sich mit ihr versöhnen sollte, ist er ihr hinterhergelaufen und hat sie erschossen. Also, das, ja, nee. Nee. Da bin ich auf der Seite der Bestrafung. Ausnahmsweise mal. Da sehe ich in keiner Welt Spielraum, um ihn zu verteidigen. Now would be a good time to speak a few words of power, just to be sure. Present yourself! Ride it out. I have another in sight.
Aim at that lantern. Ja, ne? Oh. Ja, wir werden schießen. Ja. Nein, jetzt ist Lantern, rifle, now! So. Mitgenommen einmal. So, wie war denn jetzt der Weg hier raus? Ah, so. Super. Das hat mich jetzt viel weitergebracht. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. Ich laufe völlig in die falsche Richtung, kann es sein? In die falsche Höhle gelaufen, ne? Ich habe den falschen Ausgang genommen, so. Och, da kann man nicht runter. Why? OMG, why? Ich glaube, der Kompass soll einem immer so ein bisschen zeigen, wie man laufen soll. Und zeigt nicht so sehr einfach die Richtung an, aber das ist halt nicht der Sinn eines Kompass. Also der und ich sind in über 40 Stunden keine Freunde geworden. So, jetzt hier links rum. Schwer so eine Kerze. I love doing that. Ich will doch nur zurück. Och, Game. Lass mich doch einfach zurückgehen. Aber es sieht doch so aus, als könnte ich da lang. Was da los? I'm ready to shoot in Das face. war doch vorher nicht blockiert, oder nicht? Weil wie bin ich denn vorher da angekommen? Ich bin ja jetzt durch dieselbe Höhle gelaufen wie vorher auch. Ja, aber ich sehe ja den Mut nicht. Ich glaube nicht, dass ich die von hier lösen kann.
ey, wenn es einfach daran scheitert, zum Questgeber zurückzukommen. Wirklich ätzend. Kann ich hier rum? Ach, da oben. Aber es ist ja nicht nur ein Knuspel, oder? So, wo ist der zweite Knuspel? Da. Think you could take on a ghost? Ask for help if you need it. So. How goes it? I've brought your notebook. Your traps too. Good. Give them here. No. I'm keeping them. What the hell you say? It's a joke. I've also brought news. Flora Abbott is dead. Now that is a joke. Look, mate, I don't care about Flora Abbott. You should. Her ghost is haunting you. Want to know why? I know why. She hated me. I tropped with none of her strutting and wouldn't be twisted like that fool Pennington. Helen Priest valued her too, but you know this. She wanted Flora back. That upset you. That's a steaming heap of horse on all counts. She weren't missed. No. Strange, I found a letter from Helen Priest asking Flora back. You were the postman. You know about that? Well, so what? Aye, I delivered the letter. Priest asked her back. Abbott didn't come back. So ends the story. You sure you don't want to know? You're not the tiniest bit curious. Want to know how she died? Not really. Animal attack, maybe. You know what? She was, indeed, attacked by an animal. Strange, though. She knew the wild well. Was a fine shot. She wasn't that good. She was lucky. Sounds like her luck deserted her. Life finds you out in the end. She fled the fort so she'd never see you again. She could have killed you, you know. She chose not to. She chose not to because she knew she'd lose. She was a better shot than you. Quicker, too. She knew the terrain and knew your movements. She could have lain in wait as you went hunting, knowing you'd come by, and shot you as you passed. Any of this sound familiar, mate? No? Why would it? Drop the act. You killed Flora Abbott. I had nothing to do with it. And you won't prove otherwise. I don't need to prove it. I know. That's enough. And what if I had? I kill animals for a living. And there ain't nothing you can do about it, mate. I'm a living, breathing Englishman. What'll you do? Banish me? So, da es ja keine Einwände kamen, gehe ich davon aus, dass mit Aufopfern zufrieden ist. Schuldzuweisung. Was für ein ultimatives Arschloch, ey.
Theodore Shepard, you're haunted by the ghost of your victim. Let's face it, bully boy. You're a terrible human being. What would a Scotsman know about being human? You're making this very easy for me, Shepard. Weg mit dem. This haunting is about to end. Banishers do protect the living from the dead, that's true. But sometimes we end it by blaming the living. Congratulations. I've never met a man who deserves blaming more than you. Wait. No. Hold there. I'm sorry. I apologize to the stupid bitch. I'm a good man. I made a mistake. I made some mistakes. Aye, you did. Allow me to introduce you to the consequences. I see the pit. But where is the brimstone? Oh, shit. Ja. Vor der Tür wahrscheinlich. What's the matter? Revenant wolves. They keep coming back. We should find the source and put an end to this. Their fur had a peculiar tinge. Aye, it's rusty. Mass death by the iron mines? Follow that hunch. See where it leads. Klar, weil gefühlt jeder Indie-Entwickler kann besser funktionierende Menüs machen, die nicht lenken. Ja, wie gesagt, ich bleib dabei, dass es halt ultra weird ist, dass ja alles flüssig läuft, bis auf ein, zwei Momente, wo ein bisschen die Framerate komisch war, aber dass halt alles funktioniert, bis auf das. Oh, das ist ziemlich gut. Das nehmen wir. Want to talk about it? She ran, but what would that have changed? You can't run from your own skin, and men like Teddy Shepard. Christian men, English men, mediocre, hateful men who steal the world. Und wieder sagt das Spiel, ja, such halt. Ja, und dann kommt eben dazu, dass dadurch, dass für mich persönlich der Kompass nicht so funktioniert, ich ziemlich oft auf die Karte muss, ne? Away with you.
Weil die holen ja ansonsten echt viel raus aus dem, ja, also man sieht im Spiel an, dass jetzt nicht so ultra viel Budget hatte, ja, aber die holen ja echt viel raus. Und es läuft an sich gut. Ist kompetent gemacht. Da sind Wölfe. How many Floras have to die before they change? Und dann kommt, wenn du ins Menü gehst, das. Das ist so. Das ist sehr, sehr wild. There's no justice. Not for us. Ja, such halt, ja, such halt. No idea how that must feel. Hallo. Okay. Bloody mongrel. Das ist nicht die Quelle der Wölfe. Schade. Ach ja. Muskete, ich erinnere mich. Aber ich will auch eigentlich seine nicht benutzen, bin ich ganz ehrlich. Ich finde halt bei den Skills ist oft so, wenn es eine Option wäre, dass du sagen könntest auf Knopfdruck, ich möchte jetzt Geisterpunkte verbrauchen, um dafür Gegner zu Boden zu schießen. Und es nicht immer so wäre, dann wäre das cool. Aber da ich das sage, ja, du verbrauchst jetzt für jeden Gewehrschuss Geisterpunkte, ist es dann wieder so, weiß ich nicht. Will ich eigentlich nicht unbedingt. Wie groß ist denn der Suchradius? Ja, das will ich gleich raus. Das heißt, hier ist es nicht. Ne, das wäre ich jetzt schon, wenn du so, keine Ahnung, drückst den linken Stick oder so und schaltest dann quasi die Feueroption um. Dann wäre cool. Weil da ich das hier bei so vielen Sachen sagen, okay, es ist jetzt immer so, dass du du machst mehr Schaden, aber kriegst dafür mehr. Oder wenn du volle Bandanzeige, volle Geisteranzeige hast, dann verbrauchst du die auf einmal für den einen Skill. Komplett. So, das ist so, dass du nicht sagen kannst, ich möchte das jetzt aktiv machen, sondern... Aber ich krieg auch keinerlei Indikator, oder? Oder habe ich gerade irgendwas verpasst? Einfach nur... Ja, hier irgendwo. Ja, da ist die Spur. Okay, also da oben. War ich da nicht? Okay, da ist die Spur. Warte, muss ich jetzt das da unten andrücken oder muss ich nach oben? Okay, ich muss nach da oben. Ja, 150 GB ist Reverse groß. Das habe ich schon mitbekommen.
Ich glaube wirklich, es müsste nicht so groß sein. Ich glaube, die geben sich einfach keine große Mühe mit Optimierung. Jetzt komme ich da nicht wieder hoch, ja. So. Spectre heading for that corpse. This isn't over yet. Watch out. Spectre possession. Marcin left. Ist er jetzt... Sure. Sit down. You're done. Poisoned. Foxglove and wolfsbane. Hunters, maybe? If it was, they didn't know the spectres would bring their dead wolves back. Gefühlt braucht man früher oder später eine extra 2 Terabyte SSD in der PS5. Ja, also ich handhab's mit der PS5 halt so, dass ich wirklich immer nur so ein paar Games drauf habe. Aber ja, alleine jetzt so zum Beispiel, ich hatte jetzt Dragon's Dogma 2 und Rise of the Ronin eigentlich auch für PS5 geplant. Weil wie gesagt, im Moment, wenn ich die Auswahl habe, hole ich mir die Sachen für PS5. Alan Wake und Spider-Man sind aber noch drauf, wegen der DLCs. God of War habe ich jetzt schon runtergeschmissen, ein paar andere Games runtergeschmissen. Und ja, aber es ist halt eng, ja. Not really. So, das war das. So, jetzt haben wir noch die da. Und wir haben kein Feuer weit und breit. Nun gut. Stell mal die Leute vor, die nur die 500 GB Variante haben. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ah, nee, ich habe. Okay. Hä? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn, oder? 667,2 GB.
Guck mal, ich habe einfach nur 236 GB Platz. Wie groß ist... Ja, ich überlege, ja gut, Elden Ring runterschmeißen könnte man zwischenzeitlich noch, weil ich überlegt habe, ob ich den neuen Playthrough auf PC mache. Weil ich glaube, ich hatte nämlich eigentlich die Standardversion. Ja gut, und dann, gut, eventuell schmeißt ich dann Spider-Man und Alan Wake runter. Und, gut, und Remake, stimmt, Remake kann ich ja wieder runterschmeißen dann. Und Banishers, ja, ja, wird schon irgendwie passen. Wird schon irgendwie passen. Oh Gott, Jesus. Da habe ich gerade noch gelobt, dass die Framerate an sich sauber läuft. Und dann das. So, warte mal, wo ist denn jetzt das nächste Feuer? Also, diese Map ist aber auch echt nicht cool, ne? Also an sich schon, aber gefühlt steht man auch oft da und denkt, wo ist jetzt was? Ja, ich überlege bei Intermission immer noch, ich habe dich ja... ich glaube, da warst du aber schon weg letztens, als du dann fragtest danach, oh, ist der Stream vorbei? Ich hatte ja letzte Woche, ob du meinst, dass es Sinn ergibt, wenn man sich nur den Film anguckt, also nur die Cutscenes von Intermission. Weil, ganz ehrlich, ne, es ist jetzt halt, ich würde jetzt halt im Urlaub dann wieder nochmal quasi kompletten Tag investieren, fast. Also 5 Stunden, aber ist ja schon ein ziemlich großer Teil des Tages. Um Intermission zu spielen. Und ich überlege halt, weil die Cutscenes gehen 1,5 Stunden. Ob das Sinn ergibt, wenn ich mir einfach nur die Cutscenes angucke. Weil es geht mir ja basically um die Story. Und da hatte ich dich gefragt, was du meinst, wie man so verpasst, wenn man das Spiel selbst nicht spielt dabei. Weil eigentlich so vom Ding her würde ich die Zeit dann eigentlich lieber in Last Epoch oder den Beginn eines Elden Ring Runs stecken. So, jetzt bin ich hier. Und jetzt muss ich hinter mir langlaufen, die Richtung. Okay. Okay, Game, was ist jetzt los? Weißt du, da lobe ich gerade die Performance. Musst du entscheiden, ich mochte das DC. Anfangs jagtest dich noch durch Sektor 7, aber selber kannst du dann nochmal die Waffenentwicklung anschauen. Okay. Ja, aber es ist, weil die Charaktere reden ja auch miteinander, wenn man unterwegs ist. Ne? Und das wird dann natürlich weg sein, wenn man nur die Cutscenes guckt. Da überlege ich halt. Okay, ich speichere mal. Das Spiel wird mir gleich abschmieren irgendwie. Naja, ich würde eigentlich lieber einfach nur mal mir das so vom Zeitaufwand her wäre es mir, glaube ich, lieber einfach nur die 1,5 Stunden zu gucken. Naja, ich hätte ja nicht weiterrennen können. Als jetzt nochmal 5 Stunden zu spielen und damit quasi einen kompletten Tag oder fast einen kompletten Tag für Last Epoch oder so zu verlieren. Weil ich halt noch nicht mal angefangen habe. Ah, guck mal. Ah. Gut. Da verrennt man sich einmal und schon hat man was gefunden. Ja komm, lösen wir die auch noch schnell ein. Wenn wir gerade schon hier sind.
von allem, was ich gehört habe, soll es ja wohl auch nur so semi-wichtig sein für Rebirth. Also ich guck mal. Scharfsicht. Hier wollten wir lang. Warum schmiert der Sound vom Spiel gerade permanent ab? Also, nee, er spielt nicht ab, sondern er hat so Unterbrechungen. So Ruckler. Something's nearby. Where is it? Is it just me or? I felt it too. So, hier hatten wir sie gesehen. An alle, die außerhalb der Mauern Fort Jerichos leben. Die Angriffe auf unsere Gemeinde häufen sich und die Gegend wird immer unsicherer. Aber nach allem, was wir selbst durchstehen mussten, können wir keine Truppen tiefer ins Land entsenden. Wir bitten daher alle eindringlich, hier bei uns im Fort Jericho Schutz zu suchen. Wir haben Rohstoff und Nahrung zur Genüge. Es werden keine Ausnahmen gemacht, denn wir sind für die Sicherheit aller hier im Fort verantwortlich. Jeder Mann und jede Frau, die alt genug und wehrfähig ist, sollen sich unverzüglich Fort melden. Das hat ja schon mal nicht gestimmt, als wir ankamen. Ja, es wäre eher Last Epoch. Ich glaube, das Ding ist, Elden Ring kann man ja halt relativ lange auch nebenbei, so ein bisschen nebenbei spielen. Immer mal, wenn man gerade nicht lange was tun will oder so. Ich weiß es ja auch nicht. Aber ich merke halt, dass mir nach... Irgendwie ist mir nach Intermission nicht so. Generell muss ich auch sagen, dass gerade auch so mein ja, eigentlich FF7 Rebirth liegt kurz vor uns und irgendwie so meine Vorfreude ist so, ja, spielen wir dann. Kann gar nicht genau sagen, warum, aber vielleicht auch schon wieder, weil es so groß ist. Ne? Wenn ich jetzt schon wieder höre, ja, mindestens 40, 50 Stunden, eher 100 und ich denke so, Alter, das Originalgame ging 60 Stunden. Das Originalspiel geht 50, 60 Stunden. Und die machen hier einfach 3 Spiele draus, die irgendwie... Ich glaube, es ist schon wieder dieses riesige. Picking up something spectral nearby. See that corpse? I could use a ritual. Das habe ich ja in letzter Zeit irgendwie, also in den letzten Jahren oft, dass ich wirklich oft denke, ey, das Spiel, je nachdem, was es für ein Game ist, ne? Watch your step. Okay, man kann keinen Ausweichschlag machen mit dieser Version.
Show them why they should fear Banishers. Look to me. I have another insight. Stubborn bastard. Divert your focus. The veil shields this one. Change tack. Oh nein, 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 nein. Nein, das ist so fucking wenig. Ah, kann sein, dass wir es verkacken. Piss off! Ich bin immer Fan, immer erst das abzuschließen, was die wenigste Zeit benötigt. Ja gut, ich werde in letzter Zeit immer mehr Fan davon, das zu spielen, worauf ich Lust habe. Auch nicht ausnahmslos. Also zum Beispiel jetzt hier, das ist ja gerade so ein bisschen das Paradebeispiel, muss ich zugeben. Dass ich merke, dass ich es mittlerweile echt zäh finde. So. Aber hier ist jetzt so ein Fall von, will ich jetzt wirklich also ich habe jetzt glaube ich mittlerweile 15 Spukermittlungen oder so gemacht. Will ich jetzt wirklich 5 Spukermittlungen vor Schluss aufhören, die zu machen? So. If we say we have no sin, we deceive ourselves. The truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. First Epistle of John, I believe. Chapter 1. Verses 8 and 9. You know your Bible. Some. Read Oh nein, das ist der, dem man die Bibeln bringen muss. We can talk scripture if you like. John Rumble. Not really in the mood to talk, sir. Is anything the matter? Perhaps. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass das für eine Spukermittlung I don't ist. need anything from the likes of you. Okay, ich glaube, Sie könnten jetzt meine Entscheidung deutlich beschleunigen. Forgive me if I'm being nosy, but have you recently suffered a bereavement? I don't know what you've heard, but you, keep your oar out of my boat. What would I have heard exactly? Don't mock me. I know what they say about me. I know what you all say. My dear, beloved wife is gone. Abigail is gone. That's all you need to know. It was an accident, a terrible accident. I'll speak of it no more. For someone who just Oder man muss lost es his danach wife, machen. he's awfully nonchalant. Oder man muss es danach An machen. accident? How did she die? She fell. She went to the cliff top and slipped and did not survive the fall. Now, leave me be. He's shutting down. We need a lever to prise him open.
Ich finde es irgendwie nicht cool, dass er immer den letzten, den vorherigen Speicherstand nach oben holt. Dadurch ist es irgendwie sehr schwer zu sagen, ich mache mir hier so einen Safe-Speicherstand. An echo whispering to me. Shreds of a memory linger here. Jetzt zerkratzen wir ihm erstmal den Boden. Also wenn du Banishers nicht weitermachen willst, ist das auch okay. Ja, nee, ich will es halt schon durchspielen, so, aber wie gesagt, ich habe halt im Leben nicht mit einem 50-60-Stunden-Spiel gerechnet. Also ich glaube auch wirklich, hätte ich das vorher gewusst. This is not conversation, Abigail. We do not converse. Dann hätte ich mir das auch überlegt. You berate me, you belittle me, Abigail. I'll walk away. You don't care. You don't care about me. You don't care about our life together. I gave it all up to follow you to this godforsaken place, and you don't care if we belong. We are trapped here! I could die and you not blink an eye. That's right! I don't care! I don't care about none of it! Why don't you just troop off and kill yourself and give me some goddamn peace? Not a very nice man, turns out. Und keine besonders nette Frau, ja. Not a very nice woman either. And yet she's the one who shows up dead. Abigail's clothes, already packed. Everyone grieves differently. I know. Meine liebste Abigail, ich muss an den Tag denken, an dem wir uns zum ersten Mal trafen, damals in Selby. An den Moment, in dem sich unsere Augen trafen und dem bewusst wurde, dass ich die Frau gefunden hatte, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Dass du meine Liebe erwidert hast, ist das Beste, was mir in meinem Leben je zugestoßen ist, und ich weiß, dass es ab nun nur noch besser werden wird. Ich kann entweder mit dir zusammen leben oder gar nicht. Für immer dein, für immer mein, für immer wir beide, John. Meine allerliebste. Warte mal, da sind 2 Monate zwischen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisse und wie sehr ich mir wünsche, du wärst in diesem Moment bei mir. Die Tage vergehen so langsam, wenn du nicht an meiner Seite bist. Keine Stunde vergeht, in der ich nicht an dich denken muss. Aber das beweist mir nur, dass ich dich umso mehr liebe. Ich hoffe, deine Reise verläuft ohne Zwischenfälle und dass du so liebreizend strahlend wie eh und je zu mir zurückkehrst. Ich bete jeden Tag zu unserem Herrn, dass er dich beschützen möge. Und ich weiß in meinem Herzen, dass er meine Gebete erhört. Bitte kehre rasch zurück. Ich kann es nicht erwarten, dich zu ehelichen. Nichts will uns je wieder voneinander trennen. Für immer dein, für immer mein, für immer wir beide, Abigail. Dezember. Meine liebste Abigail, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich deine Worte mit der Freude erfüllt haben. Die Arbeit hier ist anstrengend und schmerzvoll, aber der Gedanke an dich erfüllt mein Herz mit Wärme. Ich kann es kaum erwarten, dich wieder in den Arm zu nehmen. Ich werde dir in ein paar Tagen wieder schreiben. They were very much in love once. Well, that changed. Okay, ich glaube, das gehört nicht unbedingt dazu. Place is awfully tidy. Since when do you care? Says the untidiest woman ever to walk this earth. Spectral stains about the bed. Our ghost must manifest at night. Mein lieber John, verzweifle nicht. Satan führt uns in Versuchung, das ist wahr. Doch unser Herr hat keine Sünde erschaffen, die wir nicht imstande sind zu überkommen. Die Ehe mag nicht immer leicht sein, aber wir sollten niemals vergessen, unsere Herzen Gott preiszugeben. His wife Abigail had turned her back on him in the bedroom, and not in a good way. That's not the Puritan way. John's dirty dreams began before Abigail's death. Makes sense, if he was going without.
An old key. Convenient. Let's match it to a lock. Stains. I can uncover the traces. We should talk to John about his lovely marriage. Boah, also wirklich, wer auf die Idee gekommen ist, so ein hellgrün Türkis vor weißem Hintergrund zu machen. Nee, that's not it. This will be the cliff John mentioned. Watch your step. What do we have here? A safe haven. Looks like she fell from here. We should go down, inspect the place. My heart sinks when I look at him, and I can't help but wonder, do I still love him? I'm burdened and ashamed and guilty because I don't love him. And yet I do. I don't care that we are childless. I don't care that we are poor. It was always the two of us. That was our promise to each other. Abigail wasn't alone. Who was with her? I wonder what they were saying. Perhaps we'll find answers at the bottom of the cliff. The spot can't be far. Wisst ihr, was wir finishen jetzt? Ich merke wirklich, ne, also wenn ich hier... Ich weiß, irgendwie fühlt es sich gerade übelst falsch an, so ein paar Missionen vor Schluss Ende zu machen. Aber ganz ehrlich, ich werde es eh nicht platinieren. Und ich merke gerade wirklich, dass, weil, ganz ehrlich, ne, nur 5 Spukermittlungen plus Follow-ups sind einfach mal noch 5, 6, 7, 8, 9 Stunden, von denen wir hier reden. Und ich merke gerade wirklich so, ich sag im Stuhl zusammen und bin eigentlich jedes Mal, wenn das Spiel sagt, geh irgendwo hin oder du bist noch nicht fertig, merke ich richtig, wie ich so bin, so, oh, das ist für mich das Zeichen zu sagen, komm, reicht. Und wenn das jetzt nicht fürs gute Ende reicht, dann ist es so. Aber ich glaube eigentlich, wir haben 4 Leute geopfert und keine Ahnung, warte mal, wir können mal ganz kurz gucken. Also wir haben 4 Leute geopfert und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daran erinnere ich mich offen gesagt gerade gar nicht mehr, aber ich denke mal 11, 12, 13, ja, also weit über 10 Leute haben wir aufsteigen lassen. Das sollte eigentlich, denke ich, doch reichen für das gute Ende, oder nicht? Jetzt ist er am Breaking Point. Ja, nee, ich habe gerade richtig gemerkt, als jetzt gerade kam, wir müssen zum Fuß des Berges, dass ich so richtig war so, boah, nee, muss ich nicht. Ja, Max-Level noch machen, alle Nebenquests, aber ganz ehrlich, letztendlich kann ich auch sagen, ey, ich mache eh nicht alles, von daher könnte man jetzt auch sagen, ja, 100% wären es eh nicht, von daher eigentlich auch Wumpe. Wie gesagt, die Storys sind gut, nicht falsch verstehen. Die Storys sind gut, nicht falsch verstehen, aber ja, es ist halt wirklich so, du machst halt letztendlich immer das Gleiche, ne? Und das mittlerweile seit über 40 Stunden.
Und allein hier sind jetzt schon wieder 3 Follow-up-Quests noch. Also auf der einen Seite kannst du sagen, man kann sich absolut nicht über zu wenig Content beschweren. Definitiv nicht. Man kann sich definitiv nicht über zu wenig Content beschweren. Aber es ist für mich persönlich zu wenig Spiel für What news from the woods? Die Spielzeit. Is anyone alive? No news yet on that front. Then I'll ask you to keep looking. Und dann kommt noch dazu, dass ich schon finde, also wir hatten jetzt glaube ich einfach Glück, dass wir die Eggen gemacht haben vor Fort Jericho, weil ich finde die Story-Qualität, schreibt Ryan auch gerade, die Story-Qualität in den Eggen bzw. Harrows und hier im Düsterwald war bedeutend besser als die in den Harrows. Also da finde ich jetzt, das war jetzt ja okay, eine Krankenschwester, die von ihrem Patienten angesteckt wurde. Okay, ein Dude, der seinen Waffenbruder erschossen hat. Also die Quests waren viel spannender in den ersten 2 Gebieten, die wir hatten. Und das war jetzt einfach Glück, dass wir Fort Jericho nicht als zweites hatten, weil sonst wäre ich wahrscheinlich schon viel früher an dem Punkt gewesen, wo ich gedacht hätte, boah, das ist aber nicht mehr so gut. Auch nicht schlecht, aber deutlich weniger spannend. I'm trying to track someone down, and I was hoping you could help me. I'm busy. Find them yourself. I'm not asking you to do anything. I just need information. I may have some to share in return. So, I found your name in an old letter. It was addressed to someone by the name of Grace. It was written by Deborah Camille. Wärst du nicht der Streamer, hätte ich schon längst abgeschaltet. Das Das weiß ich sehr zu schätzen, Ryan. Aber wie gesagt, letztendlich, ne, wenn es dir keinen Spaß macht, dann fühl dich auch bitte nicht gezwungen. Aber ja, es ist Zeit, jetzt Schluss zu machen. I don't know. It was all a very long time ago. I had forgotten her. Did Grace ask you for help? No. Grace Pennington vanished. No one ever saw her again. Grace Pennington? As in Captain Saul Pennington? Pennington had a daughter, and you knew her. I knew her, but not well. Deborah had her in the school and spoke of her from time to time. Shy as a porcupine and twice as prickly, as I recall. Deborah wrote the letter in February 1688. When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch. In my recollection, that moment overshadows all others. What did Grace look like? I remember her thin and boyish, encumbered by dresses she hated to wear. That sounds like Seeker. Was? Mean anything to you? It sounds less a name than a calling, but neither mean anything to me. We done? One more question. Did the school teacher keep a cabin in the woods? Deborah spent much time walking the woods, trying to understand New Eden, she said. Now that you mention it, I remember a snowstorm. She spent 3 days in a hut not far from here. Southeast, across the drawbridge, along the path towards the mine. If it's still there. Thank you. Goodbye to you for now, Kate. Frage Helen nach Grace, nö. Just our luck that when we need Seeker the most, she disappears. I still don't understand why the ritual failed. Let's just find the hut. Ich frage Helen jetzt nicht mehr nach Grace.
Down, boy. Nein, ihr banished. So fühle ich mich nicht. Ja, dann ist ja gut. Ja, ich glaube irgendwie, also ich habe es gestern schon gespürt, sage ich mal, dass eigentlich mein Bedürfnis ist, es zu finishen. Aber war irgendwie so, ja komm, wir sind jetzt so kurz vor Schluss mit den Nebenmissionen. Aber ja, das heißt, wie gesagt, ich bin jetzt seit 5 Stunden drin heute. Und wir haben, glaube ich, 4 Dings geschafft. Nicht mal 3. Wir hatten gestern noch 3 haben wir geschafft. In 5 Stunden. Und es stehen noch 5 aus. Not to know what it was for. Ich habe übrigens gestern auch aus Interesse nochmal nachgeguckt. Also Vampyr, das Vorgänger-Action-RPG von ihnen, war bedeutend kürzer. Da war, glaube ich, für Completionists 44 Stunden. So, und Main- und Sidequests waren, glaube ich, 29 so in den Dreh. Das war so eine Länge, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich ziemlich cool. I think I used to count my molehill on one hand. Stark genug sind wir auch, aufgerüstet sind wir auch. Das passt. Wir sind so zähe Kaugummis. Die einzige der Geschichten, an die ich mich wirklich erinnere, wird die Rassistin sein. Und selbst das mal schauen, wie lange. Der Rassist, nicht die Rassistin. Ja. Ja. Ja, ich habe generell bei Fort Jericho... Ich glaube, ich weiß nicht, wie Videospiel... Entwicklung funktioniert, muss ich ja ganz offen sagen. Aber es wirkt wirklich wie in den Düsterwald und in die Heroes ist richtig viel Feinschliff und Arbeit reingesteckt, sowohl in den Stories, aber auch den Gebieten und der Performance. Und Fort Jericho läuft das Spiel unflüssiger, die Stories sind unspannender und irgendwie uneleganter. Und ja, irgendwie, also Fort Jericho gefühlt, muss ich wirklich sagen, man hätte Fort Jericho als Ganzes einfach rausnehmen können und das Spiel wäre wahrscheinlich besser gewesen. Weil ein gutes Stück kürzer. Und ich sag mal so, gut, die Main Story da fand ich cool. Da finde ich schon gut, dass ich die erlebt habe, aber ja, vielleicht... Ja, irgendwie den ganzen Side-Kram da hätte ich nicht gebraucht. Tatsächlich. Was halt schade ist. This can't be a coincidence. Could Grace be Seeker? Was? Dusty. Seeker hasn't been here for a long time. Anyone home? Fräulein Comenius, Deborah. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich bei Dank dir, bla bla bla. Hoffentlich bist du wohl auf und gesund. Ich habe die Hütte gefunden, aber ich werde dort nicht bleiben. Ich kann endlich selbst sein. All das lernen, was ich schon lange wollte. Wie kann man nur Angst vor Magie haben? Ist sie denn nicht etwas Wunderbares? Ich habe einen Ort gefunden, der sicherer ist, verborgen. Ein Ort, an dem ich ungestört und ungesehen lernen kann. Dank dir kann ich vielleicht endlich in Frieden und Freiheit leben, weit weg von ihm und seinem Kontrollzwang. Er hat sich mir gegenüber nie wie ein Vater verhalten, sondern stets nur wie ein tyrannischer Herrscher, der keine andere Meinung neben der seinen zuließ.
Er hat nie versucht, mich zu verstehen. Doch das ist jetzt alles in der Vergangenheit, denn mich erwartet ein neues Leben. Ein Leben, das nicht mehr von mir verlangt, seine Tochter zu spielen. Wenn man es so sieht, dann sind wir jetzt beide frei. Ich danke für deine Hilfe und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Deine Schülerin Grace Pennington. Right there. Fall from grace. Haha. That's not funny, and neither is this. Aye, fair enough. Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. Ja, also es ist wahrscheinlich, Deborah hat Sika beschützt und geholfen zu entkommen und eben ein neues Leben als Hexe anzufangen und wurde deshalb selbst als Hexe bezichtigt wahrscheinlich, ne? Krakelige Handschrift. Und die Größe des Schattens findet sich nicht nur in der Magie, sondern auch im Jenseits. Dank dieser noch ungeahnten Macht wird die Dunkelheit zu einem Verbündeten, einem schützenden Arm. Sie ermöglicht dem ungeübten Auge eine perfekte Illusion. Dunkelheit umhüllt mich, schützt meine Illusion vor dem Licht. Täusche die Sinne, blendet meine Feinde und erlaubt mir das Leben hinter dem Vorhang einer alternativen Realität. Anmerkung der Sika. Fast ist es mir gelückt. Das Ritual der Verstellung ist noch nicht vollständig genug, aber ich muss auf meine Weise perfektionieren können. Kein Wunder aus einem dämonologischen Buch. Die waren schon immer viel zu engstirnig. Aber damit werde ich den perfekten Illusionszauber erschaffen können. Vielleicht sollte ich ihm danken, schließlich ist er mit der Kopie des Rituals ein großes Risiko eingegangen. Vielleicht. Wenn sich unsere Wege erneut kreuzen, werde ich mich bei meinem letzten Freund bedanken. More demonology. Unusual for a witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with the spell. Okay, jetzt muss ich aber rausgehen. Nee, wir sind in der Hütte offenbar noch nicht fertig. Oh. Ja, hätte man sehen können, gebe ich zu. Sika drew this. Now we know she's in the mountains. There's a ritual of dissimulation, and we need the catalyst. Same circle as the one on the entrance. The circle powers the door, but I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. We did well to come here. Now we know where she's hiding. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell. And Lammy Haskell will help us with that. Sure. Whatever it is, out with it. Oh, now what I say is worth listening to. Only when it doesn't slow us down. You're in an awful hurry. It's as if you can't wait to leave. It's not like that. It's complicated. Aye, alright. I believe you. Whee! So. Was wir eben noch machen können, ist das Eisen noch schnell abgeben. Fällt mir gerade ein. Kriegen wir nochmal 600 Erfahrungspunkte. Vielleicht erreichen wir Level 23 noch. Bringt uns zwar nicht wirklich was, weil wir ja
unsere Skillpunkte teilweise nur ausgeben können, wenn wir vorher Spukpunkte ausgegeben haben, Essenzpunkte, die wir nur kriegen, wenn wir die Ermittlungen machen. Das ist ja auch krass, ne? Du musst, das steht jetzt glaube ich fest für mich, du musst alle Spukermittlungen machen, damit du dich maxen kannst. Damit du alle Skills freischalten kannst. Musst du alle machen. Ich habe sie nicht gesehen da draußen. Ah, da. Good day, Nick. I had to dig a little, but I found you some iron. Will it do? It will. Give me a little time. Thank you. Thank you. Okay, gut. Falls es dazu nochmal kommt, dass wir das abgeben können, machen wir das. Oder abholen können. Soll wahrscheinlich rasten, ne? Aber ist mir jetzt egal. So, auf zu Lemmy. Schnellreise. Lemmy, 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 Lemmy. No governor, no meeting house. And it seems, no faith. As a community, well, ho there! What a pleasant surprise! I was fair and sure that I'd never see you again. Where are you off to? Far away, God willing. Build bridges, say the wise, that people may better understand each other. Build a jetty, say I, so that a ship may come and we can leave. New Eden is a fascinating study for you and I. But for ordinary folk, it is, as I've heard it put, a shite hole. Leaving changes nothing. You just end up making the same mistake somewhere else. We must always be open to the possibility that people may learn from their mistakes. Is that not right, Mr. McCraith? Spoken like a leader. I fear, however, that not everyone shall listen. I fear what shall befall them if they stay behind. We found a page ripped from a book. Here, do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddles? Yes, it seems to be. Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. When was the last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. That's it? You never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Strange to think of her again after so long. Ever heard of someone named Seeker?
Seeker? No. Sounds like a title, like my true pursuer. This Seeker... Is she Grace? Is she alive? Do you know where she is? We think she's Grace. We hope she's still alive. We're trying to find her. We think she's hidden herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult once you're armed with the salient facts. How does the ritual work? It creates illusions so effective that they deceive even the keenest eye. There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please, ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same Counterspell. book. Oh my. What now? I'm afraid I left my copy in the Araloo. Of course. In the void. That's just great. Just great. Yes, but in my defense, once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park. Comparatively speaking. Gut. Thank you for your help. Could you tell Grace that I'm still her friend? I'd be glad to see her again. Once we found her, we'll be glad to tell her. Go on then. Talk to me. So. Da. Das heißt, wir schnellreisen dahin. Ja, oder? Denke. Hello back. I haunt you as a ghost, and you act as though that's normal. I'm dead, and I'm not all right. I'm not all right at all, but you pretend not to see it. That makes me angry. And it makes me sad. I never wanted that. I know, but it still felt that way. Ach, da. Ich weiß, du hast es auch schon erwähnt, aber mich stört es, dass jeder mittlerweile Geister sehen kann. Das nimmt mir zum Beispiel die Bedeutung des Todes. Ja, ich verstehe halt auch nicht... Okay, in den Geistergeschichten machen sie es halt ja meistens immer noch so, wenn die sich dann zeigen, ne, am Ende, wenn es dann um die Verhandlung geht. Das finde ich auch irgendwo okay. Aber es gibt jetzt ja wirklich halt einfach schon mehrere Charaktere, die Geister einfach sehen können. Und das ist halt, ja, schon irgendwie... schade. Weil bei Lemmy finde ich es okay, weil bei dem war ja von Anfang an klar, also der konnte sie ja von Anfang an sehen, weil er sich auch damit beschäftigt und so. Und Dämonologie studiert hat und so, das fand ich okay. Aber ja, dass dann auch hier, dass dann auch der kranke Soldat einfach den Geist sehen konnte und so. The incarnate is hidden away here. The stings bar the path. Es war halt irgendwie so, ja, warum? Das ist eigentlich so unnötig, dass... The path is safe for now. Always so reassuring. I'm ready to shoot the infested roots. After you bruise the heart. Alter, ihr mit euren Scheißwurzeln, ey. Ey, das ist ohne Mist die Spielmechanik, wo ich sage, hätten sie die mal einfach weggelassen.
Okay, ist es nur eine? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Hier? Ja. Okay. No wounds. Just how I like it. Ist das überhaupt relevant? Ja, aber auch allein das hier, ne, dass uns allein jede Main Story einmal in eine Mine geführt hat. So. Warum macht man das nicht nur einmal? So zum Beispiel auch, ne? Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. I admit that. I rely on you. Your presence reassures me. I dread your absence. I can barely bring myself to think about it. I don't wish to deny your pain. No. I'm just trying to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. This isn't over yet. Howitz. Rein hier, Bälle. Da war er schon tot. Naja. Dumm gelauft. Our book isn't here. Our book might be up there. I might need some help. I might be able to give it. Okay.
Okay. Jo. Ach, warte mal, einfach. Ach, okay. This looks like Lami's stuff. Only more scattered. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Das Rätsel des Trismegistos. Symbol des nach unten gerichteten Dreiecks. Dieses Symbol bedeutet Gleichgewicht, Einfachheit, Festigkeit. Dieses Symbol wird nicht wirklich von der dämonologischen Schule der Magie verwendet, sondern eher von Hexen und Frauen, die sich als Wissenschaftlerin bezeichnen. Es wird hauptsächlich für Illusionen oder andere Zauber verwendet, die die Hauptsinne täuschen. Konzentriere dich auf den Ursprung des Zaubers und befehle ihm im Namen des Zauberers, den Zauber rückgängig zu machen. Gib auch an, was durch den Zauber rückgängig gemacht werden soll und welche Bedeutung des Zaubers aufgehoben werden soll. Got it. That seemed a little too easy. We have the symbol we need. Let's go back to the mountain and find her hiding place. Soll das so, dass ich gerade... Ja, okay, es soll so. Did you hear that? First things first, Red. Fancy a race? They brought more friends. Can I join in too? Oh, warum war das jetzt instant vorbei? Warum waren das jetzt instant vorbei? So, nehmen wir mal einen Trank. Bloody bots. It's stronger now. Brace yourself. Talking all the fun. Call on me. Yay. Schum. Warte, muss ich da wieder raus oder muss ich... Wir gucken einfach mal. Hoch. Nein! Das war das falsche Hoch. Das falsche Hoch. Nee, nee, das wollen wir nicht. Oh Gott. Obwohl, warte mal. Damit, aber hier ging es ja los eigentlich. Vielleicht ist es sogar doch richtig.
Könnte sogar doch richtig sein, weil das war ja die Stelle, wo wir... Hier ist kein Feuer. Aber da ist auch kein Feuer. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar richtig hier. Oder muss ich jetzt... Warte, wo muss ich denn hin? Nach... Da. Dann bin ich... Ach nein, dann bin ich ja falsch. Aber von da komme ich doch bestimmt... Ja komm, wir probieren es aber so. According to the map, the treasure should be Nee, near. nee, komm, ist mir egal. Right, this on for size. Safe Schutz, oder? Ich wollte eigentlich umwandeln, aber egal. Weggewendet kann man trotzdem. So, wie war das hier nochmal? Das Feuer. So, dann nehmen wir einmal schnell die Erfahrungspunkte von Nelly noch mit, weil, oh Gott, wenn wir noch ein bringt uns ein Level Up eigentlich was? Ja komm, wir nehmen sie schnell mit, dauert ja nicht lange. Bringt uns ja so gesehen gar nichts, ne? Ist uns ja aufgefallen. Och Nelly, sei doch mal da, wo ich dich erwarte. Mr. McCrae, how good? It's not no. Thank you very much. Bam. Elfenbeine wie Poste. Ein Angriff pariert wird, verursacht der nächste leistungsschwere Angriff 75% mehr Schaden. Yay! Woo! Yep, 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 yep. So, haben wir noch schnell mitgenommen. Ja, ich glaube, ein Level-Up würde uns auch legit nichts mehr bringen, ne? Weil ich glaube, wir können keinen Skillpunkt einsetzen. Ah doch, hier könnten wir. Also, wenn wir noch ein Level-Up machen, können wir noch einen Skillpunkt einsetzen. Yes. So, dann jetzt schnelles Reisen nach
Warte, ist das jetzt mit ihr reden oder? Nein, ich möchte Helen nicht befragen. Hier wollten wir hin. $300 Oh, nö. Komm ich so näher. This is it. Okay. Seeker is behind this wall. Gott sei Dank. Ich glaube, die Main Story wird nicht mehr lang gehen. Let the veil of unknowing be lifted. Let us see through the eyes of Grace Pennington. Also ich hoffe, dass wir es so bis 8 oder so durchkriegen. Ehrlich gesagt. Damit ich heute vielleicht auch mal mit Last Epoch noch ein bisschen anfangen kann. Und ab morgen habe ich dann vor, also schon noch ein bisschen zu streamen, aber auch hier ein bisschen noch Stuff zu erledigen. Es kommt, glaube ich, ganz drauf an, ob wir dann wirklich direkt hierhin leer wandeln oder ob sie hier noch ein Gebiet reinpacken. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube wirklich, wir werden jetzt Seeker finden und dann den Weg gehen können. Aber es kann jetzt natürlich sein, dass ihr sagt, ja, und Seeker ist aber gefangen von Debras Liebe und dann müssen wir noch 5-mal leer wandeln und so. Das kann natürlich passieren, aber es sieht nicht danach aus. Ceridian? You're surprisingly slow, even for a Banisher. You're late. Or early. At last we find you. Missed me that much, did you? You could have hurried. You always think you have more time. And suddenly, you don't. It wasn't in vain. We have come far and learned much. I hope so. But don't think you have it all figured out. You're still Banishers, after all. We are indeed, Grace. So, you know. When I asked if you'd known Deborah Comenius, you denied it. Why? Seeker never met Deborah. Grace did. I am no longer Grace, and I don't like to speak for her. Deborah was Grace's teacher. She encouraged her to be herself, to become who I am now. They did not know one another, but without Deborah, I'd have never met Ceridian. And with Ceridian, my entire life changed. Deborah suffered terribly, and the fate she met was exactly the fate I fled. I accept it now. I accept it all. Ceridian has left a hollow, and I am called to fill it. I accept. I am ready for my role in this world. Are you ready for yours? We looked for you everywhere. Why did you leave the Maya Marshes? I needed time. Also von der Erzählstruktur her würde ich sagen, es ist jetzt gleich vorbei. Aber wie gesagt, es kann natürlich sein, dass wir uns jetzt noch 15 Obstacles in den Weg werfen. You know about that. It held a full 7 Haben sie bisher ja auch sehr gerne getan. Von daher, This is the place mal where I sehen. embrace solitude. This is where I made it a strength. Did Ceridian find you here? Not physically. I dreamed of her. I dreamed of the Maya Marshes. So, I went there. And I found the island. Quite the thing. Meet your dream in person. I suppose so. At the time, I was more focused on the fun I'd had getting to the island. Also? Our first dance. I admit I ran away. But we have danced many times since then. Old Mossad, Ceridian and me. You learned magic by yourself.
Not really. Not at all. First, Lammy Haskell's forbidden books told me that magic was real. They say you must look out for the quiet kids. And that was me and Lammy. Reading those books opened my eyes to worlds of wonder. But I did not learn witchcraft until Ceridian found me. Lammy showed me the view from the prison window, but my mistress walked me right out the door. Lammy was relieved to hear you're well. He talked about paying you a visit. When I was exiled, he was the only one who'd help. Sweet boy. But now is not the time for visitors. Later, perhaps. Later, when you have lifted the curse. The boy will be disappointed. He has a thing for witchery. The time has come for us to go back to New Eden and face the nightmare. Yes. Balance must be restored. You must face your fate and end the curse. Ceridian said the only way back was through the void. But the pond seems broken. We need your help. Of course you do. We're listening. Remember Ceridian's words. If you were to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. We've never been stronger. This void breach is not like the others. This one leaks. This one sits at the rotten core of the entire region. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Do you know where in New Eden town the void shall lead us? The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. And when at last you succeed, I too shall return to New Eden town. I shall see you there. Das kann ich mir auch gut vorstellen, Reinhard, dass sie das nicht überleben wird. With that, we'll take our leave. Bring peace to this troubled land and your troubled hearts, my friends. I know it's not easy to hear, especially when it's me saying it. On the contrary. Thank you, Seeker. We'll do our best. Okay, aber es scheint jetzt wirklich zu sein, noch einmal die Leere durchqueren. Und dann Endkampf. Schauen wir mal. Fände ich gut, wenn sie da jetzt nicht noch 20 Obstacles reinwerfen. Es kann ja auch sein, dass sie jetzt einen riesigen Leereabschnitt nochmal machen. She's the custodian now. Auch möglich. May she have all the wisdom of her mentor and more. I wish I'd have the wisdom of mine. You're not as stupid as you sound. You'll be fine. Für meinen Geschmack bräuchten wir jetzt eine 80 Stunden Story-Unterbrechung. Ja, definitiv. Ich laufe schon wieder den Weg aus irgendeinem Grund. Naja, egal. Es funktioniert, das ist die Hauptsache. Na den. Onwards to the beach. Dann gucken wir mal. So, wir können ja mal festhalten. Endfazit, weil ich werde jetzt ja nichts mehr machen auf der Welt. Weltfortschritt 68%, um 1% verpasst, bitter. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Spukermittlungen abgeschlossen. Ready to cross that breach? Du stehst kurz davor, den Lehrers nach New Eden Town zu betreten. Sobald du die Bresche durchquert hast, kannst du nicht mehr zurückkehren. Ab diesem Punkt kannst du keine weiteren Essenzen erhalten, den Ausdruck nicht mehr verbessern und so weiter. Jawohl! Machen wir!
Wait. This is it, isn't it? This is it. You always think you have more time, and suddenly you don't. Völlig. Do you have regrets? If there's one thing I've learned while working as a Banisher, and working with you, it's that people look through the world through whatever lens they believe is the right one. And that leaves no room for regrets. We all make mistakes. We all work with what we have. So no regrets. My lens today is not the same as my lens back then. I've made peace with my own life. Are you saying people can change? Don't get ahead of yourself. I had a good life. We had a good life. I'm gonna miss you so very much. There's much to do between here and goodbye. Let's go do it. Thank you for standing by my side through it all. For everything. Into the fray then. Always. Na dann. Auf ins letzte Gefecht. Oder auf den Weg ins letzte Gefecht. So. Mal Water nachschenken. Wasser. Damit wir gut hydriert in diesen Kampf gehen. What is it? Baggage I may need to finally face. Let's press on. Da ist er, Level 23, der Red. Seine Hand, das ist aber normal. Also das haben die Banisher alle, diese schwarze Hand. Diese Tattoos. So, was haben wir hier noch? Ja, zack. Ja, irgendwo ärgert es mich auch, dass ich jetzt einfach 2 Level vor Maximallevel und 4,5 Spukermittlung vor Ende sage, jetzt mache ich nicht mehr weiter, aber ja, ich glaube, wie du gestern, glaube ich, warst, auch schon mal gesagt hast, wenn man nur noch da sitzt, ja, okay, dann nimmt man sich nur selber den Spaß weg. Und in die Main Story bin ich jetzt auch wieder sehr investiert. Die Szene gerade fand ich sehr gut. War schön geschrieben. You chose the schoolhouse too. Of course. Our last night together. I knew it. And now the question is, how do we reach it? I like your doll. What are you doing? This is Aleja. She is a witch, and she is running away from the Spanish soldiers. She had a horse, but he died. He was an old friend. Maybe we can build her a raft. I'm Antea. What's your name? To hell with that. Was that an echo? In the void? I don't know, and I don't want to know. Hat sie nicht gerade selber noch gesagt, dass sie sich dem stellen muss?
Patience, Antea. You know that we have to be twice as good as them to get half of what they have. I can't stand anymore. Okay. Wasn't I always? I think your mother is jealous of you. I'm better than she was at my age. Of course she is. We could train in secret. Practice when she's not looking. These are memories from my childhood. But why here? Zieh, Antea, zieh! Standing by. Hey. Sie wünschen? Think you could Read your random. Over there, a passageway. The paths form and reform. Your passageway's already gone. This place has a plan for us, and I suspect we may not like it. Ja, solange wir näher kommen, ist alles gut. It's just us here, Antea. Damn it! The void centers in on us. Perhaps you've been thinking about your past and memories are manifesting. Or the other way around. Not gonna ask for help? Du Mistkuh. Ja. Da wollte er einfach nicht reinbanischen. Da wollte er einfach nicht reinbanischen. To me. Hey. Coin-Nase. Rory. Tell me. Calendre is here. Your childhood friend is here. What passed for my friend? Right. We leave now. You explain later. So. Mama? Mama! It's just a game. What
What's going on? Go on. Burn her. What are you? Our house burned. But we lived. I banished her without knowing how. Back then, I didn't know what she was. It's here. Leading us somewhere we don't want to go. Free yourself, Antea. Let the fire melt your shackles. Careful, Red. It's close. Kiss for you. Stay in there. Stay and play with me. I feel like I'm being led by the nose. It's playing with us. Wants us to feel powerless. Jetzt ist halt die Frage, war Kalendere schon immer ein Geist? Also und Antea war quasi von Geburt an von einem Geist gehauntet? Oder ist was passiert, durch das Kalendere zum Geist geworden ist? Und sie hat Antea dafür die Schuld gegeben. Nö, lass mal. Nö, Kalendere, lass mal. You won once. Never again. Nö. Never again. Come and play, Antea. Come and play. You will never leave this place. Come along. You can't go round the fire. You must go through. Poor little Antea, all alone. No one to play with, no one to talk to. Poor little Antea, gifted and talented, constricted, bound, abandoned. Go to hell. So, hier erstmal rasten jetzt, würde ich sagen, ne? Scheint mir ein gemütlicher Ort zu sein. Ich merke, ich bin das nicht gewöhnt, so viel zu sitzen. Mein Arsch tut weh. Look at you dead, clinging to some pitiful soul in a hopeless search for meaning. Thank you, Rory McGrath, for bringing her to me. This thing serves the Araloo, Red. Don't indulge it. You'll soon be mine. Your voice, your soul, everything. Damn you. You want to play, Calendre? Fine. Let's play. Machen die jetzt Kalender einfach zu so einem ganz normalen At Klagegeist? last you visit Calendre. Your bestest friend. Bestest? We are not friends. And your name is not Calendre. Perhaps
I should name myself by what called me to you. Your weariness? Your solitude? Your arrogance? I have just one question. Why me? I heard your call. You are such a powerful soul. How could I not answer? How could I not come and play? The shining craving in your heart lit the way. All I had to do was follow. All I had to do was take. I was a child. If I had power, it was raw and uncontrolled. And deliciously rare. Okay, also Kalender war von Anfang an schon so eine Entität. Wrapped in the imperfect mind of this imperfect girl. But now you're here. Now I can finally have you. There are more of you, aren't there? So what's a manipulative demon like you doing in the void? Why aren't you out in the incarnate world? Ask her. Ask Antea. The only one who ever cared for you. Or ever will. Because she sent me here. Because she banished me. Tell me, Rory of the clan McGrath, when you realize you hardly know the woman you love, how does it feel to learn after all these years together, these things she never deigned to tell you? These things that sit brooding at the very center of her soul. My love for her is unconditional. But is hers? Why'd you lead us here? What do you want from us? Don't humor it, Rory. Careful now. The idea of tearing your precious little pet into pieces just became much more appealing. I'd hate for you to get hurt so fast while you try to save him. But... oh wait. You already did that, didn't you? That's enough from both of you. For years, I would not shoulder the weight of what I did. I would not face my regrets. I would not wear my guilt. My home burned to the ground. My face was marked forever. When I look in the mirror, I think of you. I fled the family I'd nearly killed. I buried my true feelings in hate for you. No more. I loved you once. You were my sister. You were my soul. But I understand now that you were born of all this darkness, that you thrive on it. And because of this, I forgive you. I forgive Calendre for being nothing but a mirror. And I forgive myself for not knowing better. And you? Rory McGrath? Can you forgive her for leaving you alone and unloved and haunted only by her memory? The souls we banish end up in the void. I know this now. I pity them. I pity you. Your pity means nothing to me, mortal. You are nothing. How convenient then that I don't need you to give myself closure. Antea, Antea. Such a clever girl. So good with words of power. Is that how you seduced your little pet here? My name is Nasuku, and I am the relentless servant of the Queen of Kar. The hell? Come, stay a while, stay forever. Random. Hast du Logo? Jetzt muss ich die Roots zerstören.
Oder muss ich da suchen? Was machen? Come back here, demon. We've a game to end. Ich vermute mal, ich muss die Bubbles wegmachen, oder? Okay, aber ich muss mich auch wehren. Ich muss mich auch wehren. Okay, chill mal dein Leben. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, kämpfen gegen ihn, oder? Ich sehe zumindest keine Klagegeist-Bubbles. Oh Gott. This is my realm. I will reap your soul this time. This is my realm. My rules. Call on me. Hallo? 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 Oh, that's cheating. We must focus on... As stubborn as you are. Ah. Warte mal. I will reap your soul this time. Ja. Irgendwo ein Bubble. Come back, Calendre. We're not done. Jetzt haben wir das durch. Okay. Ist ja ein Trank verbraucht, das denke ich okay. But not yours. Hey! I see right through. Der Venom-Verschnitt. This is my realm. Ah, das ist nicht so, okay. You'll get it next time. Your soul. Nein, da ist er weggegangen. Schuft. Stronger and faster. Okay, I'll destroy you. Klargeist ist jetzt angreifbar. Ach da. As stubborn as you are. My Talking all the fun. This is my realm.
me. Erfolg. I never told you the full story. I'm sorry. No need. Please, let's get out of here. Erfolg. So. Wege wandeln. Let's go. Finale. Oh. We're here. Im Ort, wo wir den ersten gebanished haben. Onwards. Let's get this over with. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt noch einmal Pipi machen. Und dann, ja, ist Finalzeit. So, da sind wir wieder back. Aber es braucht jetzt noch einen japanischen bösen Namen. Ja, ich habe gerade auch mal gegoogelt, ob es da irgendeinen Ursprung gibt, aber es scheint einfach nur irgendein Dämon zu sein und tatsächlich japanisch. Was halt umso überraschender ist, da ja das ganze Spiel eigentlich eher in der, also die Magielogik und so eher in der griechischen Mythologie fußt. Das haben wir gelernt, wo die Banisher herkommen und so weiter. Das war ja alles griechische Mythologie. So, zack. Heimkehr. Gucken wir mal. Okay, und jetzt nicht noch 50 Kämpfe. Einfach. Is the entire town lost to Ivy? Her influence must still be strong. Die Frage ist, warum kann ich immer noch Zeug sammeln? Das erscheint mir unlogisch. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. We really had no idea what we were walking into. If I had taken the threat seriously, then you might be alive. All that matters now is that you give me my assent. Ist aber nett von ihr, dass sie trotzdem Wege frei lässt. Sie macht zwar alles mit Ivy voll, aber nett von ihr, dass sie trotzdem Wege frei lässt. Das ist eine faire Bösewichtin. Die will uns ja auch eine Chance geben, ne? Ich hoffe, der Kampf wird nicht zu nervig. The heart's yours. The roots are mine. Oh. Okay, also. Also da. Ich glaube, das ist es auch schon, ne? Wie treffe ich ihn? Ach, warte, ich muss erstmal das noch weg. Okay, also. Wir schießen das von hier, dann können wir das und das treffen und müssen dann schnell noch hier um die Ecke.
Spectre possession. Abgefangen. Rein, ihr Banished. Would you a lecture on the sanctity of marriage? A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. We were so in love. We are in love. With no condition. To the very end. Aye. The very end. Auch spannend, dass man hier noch rein kann. Für ein Bett. Ja, das kennen wir ja alles schon. Nun gut. Away with you! Away! Away with you! So. I see a light. How? Could Esther still be here? Ooh. Oh, there? Anybody home? Esther. Rory? Are you a dream? Are you here? Are you really here? I am. We are. Have you been here alone all this time? No. Not alone. Charles visits from time to time. We talk. Das ist nicht Charles. Den haben wir ja gebanished. It's not Charles. Oder aufgesteigert. Charlie had his ascent. Do you remember? Oh yes, I remember. It's all very foggy. Do we ever mend the wounds of true love lost? Esther, do you know me? Antea? Yes, I know you. You come to Red as Charles comes to me. How very good of you. Dearest Esther, I died. I am a ghost. You know, I'd have liked to join your games. You three. Chasing ghosts and whatnot. I learn fast. But not today. Today feels like a dream. Can we speak of Deborah? Don't say her name. She'll hear you. She'll hear our thoughts. Let her. Truth is not to be feared. Truth is freedom. There's no ending to the story until the truth is told. Red, you are a dear, dear friend. But there is no truth that does not look like a nightmare. And the difference between the two cannot be told. Nothing stands against the truth, and even a nightmare's power must have its limit. And what if the limit is the frontier of New Eden? What if here she is all-powerful and there is no escape? What will pass will pass. And if it does, and we are free,
What will you do? I'll away back to London. New Eden is lost now and for centuries to come. I am a ghost, and ghosts do not dream. This is real. We are here, and so are you. I promise you. Perhaps none of it is real. Perhaps it is all her dream. Perhaps this is the curse. Aye. And maybe life's a dream, but hell's balls, I hope not. New Eden was a dream, you know. A dream of heaven shared by we, its people. But we seem to have brought the nightmare with us. What's going on up at the meeting house? I do not ask about the meeting house, and nor should you. To think that once we worshipped there, that Charles would give his sermons there. There of all places. What awaits us in the meeting house? You know. You know who awaits you there. Behind the eerie overgrowth. The meeting house is her garden now. Her hate is deeply rooted. And her climbing, crawling creepers reach out across the land. Like the tree of blood that grows from out your heart. All things good and bad have their end. The meeting house is just a place. We'll go there and find a finish. You're a brave and gentle soul, Red McGrath. I shall remember you when you're gone. If remember I still can. Nun gut. Ja, gut. Goodbye, Esther. Perhaps we'll meet again. Perhaps we shall. It's so very pleasant to speak to new old friends. From time to time. To time. Die Esther. It breaks my heart to see her this way. She talked about a hate, fast growing and deeply rooted. The meeting house will be less than welcoming. Charge. Och nö, da sind schon wieder Wurzeln. Wahrscheinlich müssen wir erst noch zum Feuerge. Weil das Schoolhaus ist ja auch unser Safe Space, haben wir gelernt. We should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. What shall I say to you when I give you your assent? I don't know. All ghosts linger for a reason. This is an odd kind of homecoming. Ja, komm, ist auch. It is strange to be back. Machen wir. It's strange to sleep near the place where you died. Still, rest you should. You'll need it. I don't know that I can. Come on. Spit it out. Why did you come back? Ghosts linger for a reason. What was yours? I do not know. Come on. Really? All right. Das ist schlecht, dann müssen wir noch eine Spukermittlung machen. I told you to be careful. That night in this room, I told you to be careful.
I worried you'd act rashly and told you not to. You got up and walked straight into her trap. I thought you'd gone to the meeting house without me. I died to save you. You stay out of anger. Yes, I stayed because I was angry. Angry with you. I think I've known that for a while now. The anger lingers. Part of me resents you yet. For my pain and my fear. For my suffering. For my dying. I resent you. Antea, I'm truly sorry. I know you are. You've done your best to put things right. But I did die. And in a few short hours, you will have to let me go. Also ich hoffe, da kommt noch ein kleiner Twist. Weil klar, dass sie halt, ja, das ist natürlich, wenn man dann verweilt, wütend darüber ist, dass einen jemand hat sterben lassen, so okay. Aber auf der anderen Seite weiß sie halt auch, wie mächtig Nightmares sind und dass er ja nicht mit Absicht da einfach hingerannt ist. So, und wenn jetzt ihre Motivation zu bleiben war, Wut auf ihn, dann erklärt das auf der einen Seite, warum man die Liebe zwischen den beiden nicht so spürt. Aber dafür ist dann der Rest vom Game ein bisschen, finde ich, nicht so passend geschrieben. Und ja, Also ich hoffe, dass da jetzt gleich noch diese Botschaft, dass die Liebe überwiegt, aber kommt. Und dass sie weiß, dass er noch nicht bereit war, alleine ein Banisher zu sein und so. Irgendwie so. Na dann. It is time. What if I fail once more? One wrong choice will exact a heavy price. Whatever happens, we will face it, till death do us part. That Spectre's looking for a body. Ja, soll er doch machen. Soll er machen. Oh, na gut. Wenn er an mir vorbeiläuft, soll das doch nicht machen. Wenn er direkt an mir vorbeiläuft, dann eben doch nicht. Ist da, wollte ich ihm eine Chance geben? Watch out. Spectre possession. Hey! Look to me. Oh. You shouldn't stay in there. Raging vandal. Er wollte einfach nicht reinbanischen. Er wollte einfach nicht reinbanischen. Ah, scheiße. Ich glaube, hätte ich noch 2 Spukermittlungen gemacht, wäre ich sogar Level 25 geworden am Ende. Ist mein Eindruck. I maimed the car. She won't let us in so easily. A few routes will not stop us. Also da hinten, da und wahrscheinlich hinterm Wagen, ne?
Okay, also. Nein! Oh. New Eden suffers. We suffer. My friends, I have disturbing news. Among us Da ist die Schwertspitze genau vor dem Bobbel hängen geblieben. Is that not so, Deborah Comenius? Lock her up. No! No! 'Tis not true! I am no witch! So that's how it all began. Aye. But ordinary evil from the hearts of fearful men. Deborah Comenius, this court finds you guilty of the devil's work. Guided by God's mercy, I pass sentence on the witch. Pain forte dure. Confess and name your accomplices, or die for your sins. I have nothing to confess. How could they let this happen? Not a soul stood or spoke for her. There's no justice here. It's a travesty. Sind nur zwei, oder? Confess, witch. None stand for you. Your coven has betrayed you. Name them, and you shall live. I am no witch! You know this! All of you! Do not turn away from me! You must release me! You must! Will no one speak for me? Anyone? Please! Help me! Help me! I feel her distress, her rising terror, her dark despair. She's suffered enough, and so have we. Na dann. Here, my body, my flesh displayed like a trophy. More like bait. So, let's go. So, the circle is complete. Do you return to the beginning? Or is it the beginning of your return? A paradox. How clever. How it pleases you to play with time. I do not play. Deborah, we know what happened to you. We know what they did to you. What they did. What they do. I shatter yet. We're not here to hurt you. You have my body and I want it back. That's all. Help us. Because we can help you. No, you cannot.
Oh, jetzt nehmen wir direkt mit 3 los, ja? Das kann ich auch. Ja, Kanal machen kann ich auch. Oh, einmal rein banischen. Call on me. Hey! Was ist das jetzt für ein Betrug? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles ist. Das würde einfach schon viel zu schnell gehen. Jetzt nochmal. Zack. Nö! Du bist die echte. Enough. Das war jetzt nicht der Final Boss, oder? You are me. Also ich meine, ich beschwere mich auch nicht, aber... Oppose me. They murdered us. Make them pay. No. They do not deserve our rage, not these two. All deserve our wrath. They crushed the breath from us. You know this. You asked for this. Not anymore. It's over. You have been heard. The truth is out. No! Come back! Feed upon the pain, the treachery, the outrage! No more. It hurts. Behold my wrath! Okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. They locked us up! Hätte mich jetzt massiv gewundert. Remember the bite of the chains! Ja. Viel Damage. They seek a monster. Don't give it to them. No one stood for us! They tortured us, killed us!
brauchen wir ja zuzuschleimen. Was soll das denn? They started it! You'll get it next time. They seek a monster. Don't give it to them. So. 3 Fesseln müssen weg. Eingebanished. Don't resist your true self! Oh. Your rage calls me! They betrayed you first! You were betrayed. You were... So. Kaputt. GG. Danke. If they live, they win. All of them. Enough pain now. There must be a reckoning. The pain may end right now. The reckoning is here. Spare me your compassion, for it comes far too late. Who are you? I am retribution. A word. An idea. But who are you? I am her fury. No longer. I am their nightmare. You were. You believe you've won. It will not be so easy. For I will end your dreams. Is that an end to it? Yes. If you want it to be. Are you sure? In your hand you weigh my death. The last stone laid upon my broken body. I'm so very sorry. Will you leave? Are you ready? I have lingered so very long. Also ich sage mal gleich, wenn man die Auswahl hat, ich möchte sie aufsteigen Where lassen. now will I go? I don't know. A better place, I believe. A quiet place. Quiet is good.
Deborah Comenius, mere words can ill describe your suffering. And if they could, I'd not utter them now. Enough wrong has been done you. Your tale is told. And we thank you for it. Okay. You are heard. Das ist automatisch. And free to go. Kann halt auch sein, ich weiß, es gibt auch verschiedene Varianten von den Enden, soweit ich gehört habe. Kann es auch sein, wenn du halt die ganze Zeit spielst, auf ich will Antea wieder haben, dass er dann vielleicht auch ruchloser ist, aber ich glaube, wahrscheinlich wird man sie immer in den Himmel schicken. Was sich auch richtig anfühlt. Die Sprecherin war übrigens sehr, sehr gut, finde ich. Vom Nightmare und Deborah. Aye, you are. The time has come, and I must go. That was the promise I made. We've done good work here. We've made my death count for something. Someday, we'll meet again. Take all the time in the world. I love you, Rory McGrath. These years I've spent by your side have made me a better man. You've taught me to survive. You've taught me to live. Thank you. From my heart of hearts, thank you. Farewell, my love. Death for the dead. Life for the living. Okay, das hat für mich jetzt funktioniert. Da hätte ich jetzt gerade nicht sprechen dürfen in der Szene. Sonst hättet ihr eine sehr brüchige Stimme gehört. Auch wenn ich mich auch gewundert habe, dass die Musik plötzlich weg war. Ja. If grief is an odyssey through hell, then what appears to be the end is often just a beginning. New Eden never recovered. For years,
neither did Red. But in time, the pain of Antea's loss faded, and only the bittersweet beauty of their love lived on in his memory. Who knows? Perhaps, years from now, a legendary Scotsman, his hair grey, shall sit with his children and many apprentices and tell them a story. The tale of his beloved Antea. Of how she lived, and how she died, and how together, in New Eden, they lifted a curse and defeated a nightmare. Ja. Also, ich kann mich nur wiederholen. Main Story fand ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, hier und da kam mir so der ein oder andere emotionale Konflikt ein bisschen zu sehr aus dem Nix. Das wäre so meine, glaube ich, einzige Kritik an der Main Story. Und halt, dass ich finde, zum Ende hin wurde es besser. Aber das ist halt lange Zeit, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist eine Mentor-Schüler-Dynamik, nicht eine Liebenden-Dynamik. Wobei das jetzt ja sogar sich am Ende so ein bisschen erklärt hat, dadurch, dass sie halt gut in sich getragen hat. Aber ja, ansonsten, ich fand den Aufbau von der Story cool, dass man diesen Nightmare etabliert und das halt erstmal einfach nur wie ein ganz krass böser Geist wirkt und dass man dann eben im ersten Beat merkt, oh okay, es gab diese Deborah und die hatte damit was zu tun und dann spätestens im zweiten Gebiet merkst du, ja okay, Deborah ist der Nightmare und das Leid, was ihr angetan wurde, ist der Grund für all das, dass man dann wirklich da diesen bösen Wurzeln auf die Spur kommt und dann jetzt am Ende zu dieser Kulmination, wo man sie halt quasi mit ihren 3 Geisterfesseln besiegen musste, fand ich sehr, sehr gut. Also ich fand schön, dass da so ein Wunderbogen drüber war und nicht nur lauter einzeln erzählte Geschichten. Ich mochte, dass nahezu jede, nicht jede, aber nahezu jede Spukermittlung etwas mit Charakteren zu tun hatte, die man vorher kennengelernt hat. Deswegen, ich glaube, das war bei Fort Jericho dann auch noch, dass da jetzt so ein, zwei Spukermittlungen bei waren. Mit Charakteren, die du einfach nicht kanntest. So. Gut, ich habe halt auch mit ihnen nicht mehr gesprochen, zum Beispiel die Scharfschützin lief ja im Lager rum. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, da, zum Beispiel der Bibel-Dude, der ist ja einfach nur, den findest du halt. So. Aber ansonsten, das größtenteils es wirklich Charaktere waren, die du vorher kennengelernt hast in der Story. Ich mag an sich auch, dass sie bei jeder Spukermittlung dann am Ende noch so eine kleine Abschlussmission machen, die das dann rund macht. Auch wenn ich finde, es ist zu viel. Also ich glaube, du hättest gut 1/3 dieser Geschichten cutten können und es hätte genauso funktioniert und wäre besser gewesen. Aber auch da finde ich aber trotzdem wiederum cool, dass diese Spukgeschichten teilweise auch noch mit der Main Story zu tun haben und dass alles so schön ineinander verwoben wirkt. Das war sehr, sehr gut. Ich finde, sie haben optisch, für Dontnod hat halt eben kein Riesenbudget und auch der Publisher-Fokus ist jetzt nicht ein Publisher, der AAA-Budgets rausballert. Also für ein wahrscheinlich relativ kleines Budget haben sie ein sehr optisch schönes, atmosphärisches Spiel rausgehauen. Mit einer schönen Welt, die cool ineinander verzahnt ist, wo man dann durch die neuen Fähigkeiten immer wieder an neue Orte kommt und wo immer, wenn man denkt, man hat ein Gebiet fast fertig, sieht man, oh okay, hier gibt es auch noch einen Abzweig und da. Mir persönlich sogar ein bisschen zu viel, zu groß. Generell hat man sich schon ziemlich viel ausgedacht, was man tun kann in der Welt, aber halt aus meiner Sicht eben nicht genug für ein... Ja, ich war bei 39 Stunden, das waren heute 7. Also, ja, also 46 Stunden und ich habe nicht alles gemacht. Hätte ich alle Quests gemacht, wäre ich safe bei über 50 gewesen. Hätte ich 100% Weltfortschritt gemacht, wäre ich safe bei 60 gewesen. Also dafür reicht es nicht, meiner Meinung nach. Ich glaube, es war jetzt eine gute Entscheidung, dass ich jetzt am Ende gesagt habe, ey komm, ich gehe jetzt zum Ende, weil, ja, ich hab gemerkt, wie ich jetzt zunehmend leider dann doch eher in diesen Modus gekommen bin. Und ja, so war ich jetzt sehr zufrieden. Hätte vielleicht sogar einen Ticken früher noch Schluss machen sollen. Oder zum Ende gehen sollen, dann wäre es, glaube ich, noch runder gewesen für mich. Zumal die Writing-Qualität, finde ich, dann eben in Fort Jericho nachlässt.
Leider. Ja, der große Knackpunkt ist halt das Gameplay. Ne? Es ist jetzt nicht miserabel, also es ist jetzt nicht miserables Gameplay, aber ja, dadurch, dass sie sich eben nur 6 Gegnertypen gefühlt ausgedacht haben, dadurch, dass du halt von Anfang an dieselbe Waffe hast, klar, du kriegst unterschiedliche Boni, aber du hast von Anfang an dasselbe Moveset, dieselbe Waffe, und auch Antea bringt da, finde ich, jetzt nicht viel Dynamik rein in das Ganze. Dadurch, dass sie dann halt die ganze Welt mit diesen Metroidvania-Aspekten, wo die am Anfang so vereinzelt vorkommen und cool die Welt voneinander abschotten, wird es dann später immer mehr, ich konnte diese scheiß Wurzeln nicht mehr sehen am Ende. In jeder Spukermittlung, bei jeder Aufgabe, immer diese Wurzeln und immer dieses Gesuche. So, und das machen die halt so oft, dass man das Gefühl hat, ja, es ist halt, such halt das Spiel. Und ja, Antea, ich habe das bemerkt, ist cool, dass sie immer mal durch die Gegend warpt und dann dadurch, wo sie steht, ein bisschen Hinweise gibt, ohne dass sie wie bei God of War sagt, hey, guck doch mal dort. Aber trotzdem ist es halt sehr oft einfach Gesuche, wo die Bubbles sind, die man abschießen muss, wo der Weg ist, wo man durch muss. Und ja, dann machen sie halt, finde ich, diesen klassischen Fehler, den viele Videospiele machen, dass an Gebieten, wo auch 3 Kämpfe gereicht hätten, machen sie 8. Und wo 2 Umgebungsrätsel gereicht hätten, machen sie 5. Damit das bloß lang genug ist, obwohl das Spiel, ja, man hätte die Hälfte rauscutten können, man hätte immer noch ein solides 25 bis 30 Stunden Spiel gehabt. So, das ist, glaube ich, die große Krux, kann man sagen. Aber ansonsten wirklich eine coole Spielmechanik, coole Spielerfahrung, technisch halt nicht ganz sauber, hier und da Ruckler, das, wenn man ins Menü geht, alles stehen bleibt, ist super weird. Und halt der Sound, der ständig loopt, ne? Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich glaube für mich ganz persönlich, es wäre besser gewesen, hätte ich wahrscheinlich gestern gesagt, gut, das waren jetzt die letzten Spukermittlungen und dann heute gleich gesagt, auf geht's zum Finale. Weil das Finale ging jetzt halt legit nur noch 2 Stunden. Und ich hatte ja die Hoffnung, dass nach Fort Jericho nicht mehr so viele neue Spukermittlungen kommen, aber es waren ja auch einfach nochmal 6 oder 7 oder so. Also wirklich eine Menge. Und wie gesagt, auf der einen Seite ist es lohnenswert, kann man ja auch sagen, dass sie echt viel Content da reingeballert haben für 55 €. Aber ja, es gibt halt auch sowas wie zu viel Content. Habe ich ja sogar ein eigenes Video auf GraumenGaming drüber gemacht. Dass ich finde, dass in den letzten Jahren Spiele sehr dazu neigen, schlechter zu werden, weil sie zu lang sind. Ja, und hier kann man ja nicht mal wirklich gut sagen, dann lass es halt aus, weil letztendlich dadurch ja auch du die Skillpunkte für Antea freischaltest und so weiter. Und den Großteil, jede Spukermittlung gibt 1200 Erfahrungen und der Abschlussauftrag nochmal 1800, wenn du für Kämpfe halt so 27 Erfahrungspunkte bekommst. Also du kommst halt einfach leveltechnisch nicht weit, wenn du die nicht machst. Und kannst halt nicht. Ja, also bisschen zu viel Spiel fürs eigene Wohl, kann man glaube ich sagen. So, wir können ja mal gucken aus Interesse, wie viele Leute haben denn das Spiel zumindest mit dem Ende bisher durchgespielt. 51% haben wir erlangt. 3% haben den Aufstieg ermöglicht. Ich würde tippen, sie wiederbelebt werden weniger sein. Weil das Spiel ja sehr deutlich macht, dann bist du ziemlich böse. Ja, guck mal, also 6,9% haben da Saku besiegt. Oh, krass, wirklich, ja? Ich weiß, Trophäen gibt es nur für die 2 Enden. Das heißt, es haben mehr Leute Antea wiederbelebt, als sie zu ascenden. Das finde ich ja spannend. Das finde ich ja spannend. Okay. Ja. Gut. Das war Banishers. Raihan sagt noch, war nett, das Spiel kennengelernt zu haben, aber mich hätte es nach der Hälfte, glaube ich, verloren. Ja. Wie gesagt, klar, du musst natürlich auch, also das Spiel ist jetzt ja wirklich nicht hart. Am Anfang hat man das Gefühl, dass es sehr hart ist, weil es so hakelig ist. Aber es ist ja im Prinzip nicht hart und ich habe auf schwer gespielt.
Du kannst natürlich auch einfach auf leicht stellen und dann brauchst du die auch nicht leveln, glaube ich. Dann kannst du auch einfach durchrennen durchs Game. Also du musst das ja alles nicht machen, aber ich finde halt, die Erzählungen sind halt die große Stärke des Spiels und ich hätte mich jetzt auch geärgert, wenn ich nicht so viele Spukermittlungen gemacht hätte. Schwierige Balance, sowohl für uns Spieler als auch die Entwickler. Ich bedanke mich herzlich für alle, die dabei waren auf dieser Reise. Vielleicht komme ich nachher mit Last Epoch nochmal Epoch nochmal online, weiß ich aber noch nicht. Werde ich sehen. Ich weiß nämlich auch immer noch nicht, ob ich streame oder nicht. Ryan sagt, ich hätte sie wiederbelebt. Ja, und wenn nicht, sehen wir uns spätestens am Freitag mit Final Fantasy 7. Gut, das war's von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für alle, die hier oder auf YouTube zugeschaut haben. Und bis dahin. Tschüss.